Einst gab es eine Explosion. Ein Urknall, der Raum und Zeit gebar. Einst gab es eine Explosion. Ein Urknall, der einen Planeten in diesem Raum kreisen ließ. Einst gab es eine Explosion. Ein Urknall, dem das heute uns bekannte Leben entsprang. Und dann kam die nächste Explosion. Nein. Na klasse. Scheiße.
Ich glaube, sie sind weg. Was zum Teufel? Ich wollte nicht so fest zupacken. Tränen. Eine Chiralium-Allergie. Also hast du Dooms, wie ich. Ich habe den Extinktionsfaktor. Aber ich glaube, du hast mehr. Welche Stufe? Du siehst sie, stimmt's? Nein, aber ich spüre sie. Also Stufe 2. Was tust du hier? Ich will nicht nass werden. Genau wie du. Der Zeitregen lässt nach. Mein Name ist Fragile. Ja, ich habe von dir gehört. Wirklich? Sam Porter Bridges. Der Mann, der liefert. Willst du ihn? Ein Kryptobiot am Morgen vertreibt den Zeitregen. Willst du für mich arbeiten? Ist sicher hart hier draußen so allein. Echt? Ich dachte, Fragile Express hätte genug Leute. Genug Verräter. Nicht mehr viel von uns übrig, bis auf ein paar ehrliche Menschen. Und dazu kommt... Von mir ist auch nicht viel übrig. Bin völlig durchweicht worden. Da kann ich dir nicht helfen. Ich liefere Dinge ab. Mehr nicht. Hier ist Bridges Central Dispatch. Unabhängiger Lieferant Sam Porter Bridges. Empfänger erwartet Lieferung. Geht's in die Stadt? Pass auf dich auf. Diese Dinger bleiben nie lange fort. Der Zeitregen spult alles vor, was er berührt. Aber er kann nicht alles davon spülen. Die Vergangenheit lässt einen nicht los. Wir sehen uns. Sam Porter Bridges. Nur ich. Nur ich ganz allein. Scan wird gestartet. Fracht geprüft. Vielen Dank. Was hat denn so lange gedauert? Das kennt man von Legenden eigentlich nicht. Musste im Sturm warten. Hab mein Motorrad verloren. Oh, das klingt aber wirklich mies. Zum Glück sind unsere Waren in Top-Zustand. Du hast uns zwar warten lassen, aber alles scheint in perfektem Zustand zu sein. Also, tolle Arbeit. Bis zur nächsten Lieferung.
Spezialauftrag für Sam Porter Bridges. Eilauftrag. Igor, Bridges Leichenentsorgung. Sam Porter nehme ich an? Stimmt. Du wirst ja nicht gerne berührt. In den Akten steht was von einer Phobie. Bridges Leichenentsorgung? Was ist los? Komm, wir müssen los. Ich erklär's unterwegs. Na los. Hier, siehst dir an. Der hat ein Date mit dem Verbrennungsofen. Wann ist er gestorben? Den genauen Zeitpunkt wissen wir nicht, aber wohl vor über 40 Stunden. Er war nicht in Quarantäne. Er war nicht krank. Es war Selbstmord. Oh, verdammt. Wir hatten Glück, dass wir ihn gefunden haben. Hab ihn sofort auf Eis gelegt, aber irgendwann wird er nekrotisch. Wo bringst du ihn hin? Zum Verbrennungsofen im Norden. Der Weg dahin ist voller GDs. Gibt es keinen anderen? Schön wär's, aber uns läuft die Zeit davon. Dann verbrenn das arme Schwein doch gleich hier. Und das ganze Chiralium so nah bei der Stadt freisetzen? Das geht nicht. Ist besser als der Weg zum Verbrennungsofen. Hey, wir schaffen das. Wir brauchen nur jemanden wie dich. Mit Dooms. Er zeigt bereits Anzeichen von Nekrose. Es muss schnell gehen, sonst knallt's hier. Wie sieht's aus? Können wir auf dich zählen? Dann schließt Bridges hiermit einen Vertrag mit Sam Porter. Nur Sam. Einfach Sam. Und ich sehe GDs nicht. Ich spüre sie. Deshalb haben wir uns vorbereitet. Ein Bridge-Baby. Mit seiner Hilfe und dir sind wir ihnen immer einen Schritt voraus. Ist immer ein beschissenes Gefühl. Tja, du verbindest dich mit der anderen Seite. Das macht mir auch Angst. Abfahrt! Ach du Scheiße. Ein Regenbogen. Wie weit noch bis zum Verbrennungsofen? Der Typ ist gleich so weit. Shit. Wir müssen mitten durch die GDs durch. Da, wo sie uns haben wollen. Bring uns hier weg. Sam, kannst du irgendwas sehen? Nein, nichts.
muss kaputt sein oder so. Mist, wir sind hier. Ich krieg die nicht raus. Shit. Sam! Seid ruhig und nicht atmen.
Falling down, London Bridge is falling down, my fair lady. Kannst du mich hören? Hier ist Papa. Einst gab es eine Explosion. Eine Explosion, der das uns heute bekannte Leben entsprang. Und dann kam die nächste Explosion. Eine Explosion, die unsere letzte sein wird. Oh, du bist wach. Na, wie fühlt es sich an, wieder unter den Lebenden zu sein? Keine Angst. Ich bin Arzt. Also Rechtsmediziner, eigentlich. Nenn mich Deadman. Ich kenne mich gut aus mit den Toten. Natürlich nicht so wie du. Wirklich gestorben bin ich nämlich noch nie. Das würde ich nicht tun.
Ich bin kein Experte, aber die Teile dienen deinem eigenen Schutz. Siehst du? Bin ich ein Gefangener? Das sind keine Handschellen, sondern topmoderne Geräte, die uns alle miteinander verbinden. Uns? Uns. Yep, Bridges. Die letzte Hoffnung der Menschheit für die Zukunft. Oder auf ihre Rettung vor dem Aussterben. Gut. Wo bin ich? Wie spät ist es? Schau mal. Versuch sie an deine Haut zu drücken. Etwa so. Ganz ruhig. Das zeigt nur die gute Verbindung deines Körpers zu den Handschellen. Da, sieh mal. Die Handschellen behalten dich rund um die Uhr im Auge. Das heißt, wir tun das. Wir wollen helfen. Was zum Teufel? 2 Tage? Wir waren so frei, während dieser Zeit Proben deiner Körperflüssigkeiten zu nehmen. Du bist ein Wiederkehrer. Das macht dich sehr besonders. Was ist mit den Leichenentsorgern? Central Knot wurde bei der Annihilation ausgelöscht. Game over, Mann. Da ist nur noch ein Krater. Die einzigen, die es überstanden haben, waren du, kein Wunder, und dein kaputtes Bridge, Baby. Geht's ihm gut? Es soll entsorgt werden. Funktioniert nicht mehr. Warum behalten? Wir haben alle verloren. Nicht nur die Leichenentsorgung. Mein Team, das HQ, ganz Redeford. Jede Seele in Central Knot City. Jetzt sind wir in unserer Basis in Capital Knot City. Oder besser gesagt, im neuen Hauptquartier. Sudbury war die einzig logische Wahl. Aber unser Implementationsteam ist geschrumpft und kann in 2 Tagen keine Wunder vollbringen. Hier geht alles durcheinander. Zum Glück waren der Direktor und sein Unterstützungsteam nicht in der Stadt. Die Befehlskette bleibt also weiter intakt. Ich tue das ungern so früh, aber ich habe einen Job für dich. Dieser Handabdruck, ist der von deiner Wiederkehr? Woher stammt der andere Abdruck? Von einer anhänglichen Frau in einer Höhle. Verstehe. Aphäphosmophobie. Kein Wunder, dass du alleine da draußen warst, wo dich keiner anfassen konnte. Ich versuche vorsichtiger zu sein, Sam. Also, der Job ist eine dringende Lieferung. Und zwar musst du der Präsidentin Morphin bringen. Präsidentin? Amerikas Geschichte. Geht's um den Bürgermeister von Central Knot? Nein. Den meine ich nicht. Amerika lebt weiter, Sam. Die Präsidentin hat Krebs im Endstadium. Ihr Zustand ist kritisch, aber es bleibt noch Zeit. Warum ich? Pass auf, Sam. Tu es einfach. Ich verspreche dir, es hat alles seinen Sinn. Warum machst du es nicht? Weil ich nicht wirklich hier bin. Tut mir leid. Das ist nur ein Chiralogramm. Und jetzt kommen mir die Tränen. Allergische Reaktion auf die chirale Übertragung. Eigentlich bin ich drüben in der Isolierstation, im großen dreieckigen Gebäude. Hier ist das Morphin. Hiermit schließt Bridges einen Vertrag mit Sam Porter. Ach komm, ihr habt doch Morphin dort. Was ist los? Sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit, Sam, ist, dass Amerikas letzte Präsidentin dich persönlich sehen will. Willst du ihr das wirklich verwehren?
Sehr gut. Wir sehen uns dann in der Isolierstation. Vitalparameter weisen alle in die gleiche Richtung. Sie wird also nicht mehr gesund? Ich denke nicht. Nein. Gut, wir sollten Vorbereitungen treffen. Sam! Ich bin's. Deadman. Tut mir leid. Mein Fehler. Ich fürchte, der Zustand der Präsidentin hat sich verschlechtert. Vielen Dank. Das wird ihre Schmerzen lindern. Damit sie vor ihrem Ende nochmal mit dir reden kann. Strand. Die erste und letzte Präsidentin der Vereinigten Staaten. Du erinnerst dich doch an sie. Sie zog dich groß. Das ist keine Kleidung für ein Familientreffen. Zieh das aus, bevor du reinkommst. Das ist die rechte Hand der Präsidentin, der Direktor von Bridges. Bei Hartman? Oh, du warst bei Bridges 1. Gut, dann muss ich euch wohl nicht vorstellen. Wie lange ist es her, Sam? 10 Jahre? Sieh uns nur an. 2 unsterbliche Freaks treffen sich hier. Naja, freut mich, dich zu sehen. Die Präsidentin wartet. Es ist deine Mutter, Bridget. Sie ist etwas neben der Spur, aber sie erkennt dich ganz bestimmt. Frau Präsidentin, Sam ist hier. Wir lassen euch beide allein. Sam, ich wusste, du kommst zurück. Geht es dir gut? Ja, ich weiß, du hasst mich. Amelie. Amelie? Du weißt, dass sie nach Westen ging. Sie hat 3 Jahre gebraucht. Sie will das Land wieder aufbauen. Die Sache lässt euch nicht los, hm? Eigentlich wollte ich dich schicken, Sam. Die Zeit läuft ab.
Hilf Amelie, sie braucht dich. Gemeinsam könnt ihr uns wieder verbinden. Ihr zwei könnt Amerika retten. Sam, wenn wir nicht alle wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit das hier nicht. Wir brauchen kein Land. Nicht mehr. Oh doch, allein haben wir keine Zukunft. Nein, Amerika ist am Ende. Bridget, du bist die Präsidentin von gar Sam, nichts. hör mir zu. Bitte. Du willst mir also doch helfen? Nein, ich... Ich liebe dich, Sam. Ich werde am Strand auf dich warten. Frau Präsidentin! Oh nein. Okay. Doktor, wir brauchen Ihre Hilfe! Alle auf Position. Kammerflimmern, ich brauche 150 Milliliter. Sie reagiert nicht. Bleiben Sie bei mir, Frau Präsidentin. Holzfelder, Durchhalten. wir verlieren sie. Todeszeitpunkt. Hör zu. Niemand darf wissen, dass die Präsidentin tot ist. Wenn das rauskommt, ist Bridges geliefert. Was hier passiert ist, verlässt diesen Raum nicht. Klar? Ja, Direktor. Aber was ist mit der Leiche? Ohne die Leichenentsorgung... Darum kümmern wir uns. Sam, vor ihrem Tod schloss die Präsidentin einen Vertrag mit dir. Was soll das heißen? Als Mitglied von Bridges wirst du uns dabei helfen, Amerika wieder aufzubauen. Ihr glaubt, ihr könnt mich rekrutieren? So wie sie es versucht hat? Sie war erfolgreich. Dein Handgelenk. Wenn das kein Symbol ist, dann weiß ich auch nicht. Direktor, der Krebs hat ihren ganzen Körper befallen. Die Entnahme von Organen ist unmöglich und eine Autopsie nicht notwendig. Ihr Körper muss verbrannt werden, ehe sie nekrotisiert. Und tun wir es nicht, wird dieser Ort der nächste Krater. Und was soll ich tun? Wir haben momentan keinerlei Boten. Und die Leichenentsorger, die bei dir waren, sind tot. Doch die Leiche der Präsidentin muss verbrannt werden. Der leere Sturz hat die Straße von Capital Knot City zum Verbrennungsofen zerstört. Nun geht es nur noch zu Fuß. Durch die Berge.
Aber die chirale Dichte dort ist extrem hoch. Das müssen GDs sein. Dieser Job setzt einiges voraus. Dooms. Wiederkehrer. Ich also. Warum? Sam, du bist bereits im Dienst. Jetzt mach deinen Job, Sam Porter Bridges. Darf ich etwas sagen? Präsidentin Strand glaubte an den amerikanischen Wiederaufbau. Sie scheute keine Mühen, um die Nation wieder zu einen. Und ohne sie gäbe es Bridges nicht. Sie verdient eine ehrenvolle Bestattung, die wir ihr versagen müssen. Wenn sie stirbt, stirbt Amerika. Ohne sie wird Bridges untergehen. Hört zu. Ihre Einäscherung muss unter höchster Geheimhaltung erfolgen. Selbst wenn das klappt, was dann? Wer ersetzt sie? Seht ein. Amerikas Geschichte. Sam, Amerika ist noch nicht tot. Er sagt doch, es stirbt, wenn Bridget stirbt. Sie mag verloren sein. Aber wir haben noch ein regierungswürdiges Amerika. Bitte was? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wichtig ist, dass wir die Arbeit deiner Mutter beenden und Amerika wie geplant wieder aufbauen. Aus diesem Grund gibt es Bridges doch. Also mach den ersten Schritt, Sam, und bring den Leichnam der Präsidentin zum Verbrennungsofen. Wenn wir nicht alle wieder zusammenkommen, wird die Menschheit nicht überleben. Ich wollte dich losschicken, Sam. Die Zeit läuft ab. Ich liebe dich, Sam. Ich warte auf dich am Strand. Die Anlage liegt im Südwesten. Vergiss nicht, dass du GD-Gebiet durchquerst. Wir haben den Verbrennungsofen in den Bergen gebaut, damit das Chiralium im Rauch die Stadt nicht erreicht. Wird nicht leicht, einen Leichnam da hochzutragen. Wir überwachen dich rund um die Uhr. Wenn irgendetwas passiert, unterstützen wir dich über die Handschellen.
ein schwerer Zeitregen fallen. Komm zurück, sofort. Sam, verbrenn auch die andere Fracht dort. Was ist das? BB-28. Das war Igors Einheit. Das war mit dir verbunden, als wir dich im Krater gefunden haben. Warum ist das hier? Weil es entsorgt werden soll. Central Knot wurde ausradiert, wie auch unser Hauptquartier. Weil dieses Teil nicht funktioniert hat. Steht alles in Igors Protokoll. Aber es lebt noch. Es lässt sich nicht reparieren. Und ohne die Kapsel überlebt es nicht. Hab Mitleid, wenn du willst. Aber der Entschluss steht. Es muss weg. Der Direktor hat das abgesegnet. Dichte nimmt weiter zu. Mein Status ist am Arsch. Es sind echt viele. Wahrscheinlich wegen der Leichen, die wir nicht rechtzeitig einäschern konnten. Das ist in diesem Gebiet wohl so, fürchte ich. Kannst du den Regen aussitzen? Nein. Sie nähern sich meiner Position. Ich muss weg, bevor sie merken, dass ich hier bin. Sam, wenn dich so ein Ding frisst, kommt es zu einem Leeresturz. Du kehrst zurück, klar. Aber von der Umgebung bleibt nur ein Krater übrig. Ich habe eine Idee. Geh an, du Scheiße. Mann, vielleicht bist du kaputt. Na also. Mach dein Ding. Unglaublich, dass es einer von euch geschafft hat. Wenn sich jemand mit Dooms mit einem BB verbindet, führen Gefühle und Erinnerungen zu Rückkopplungen wie bei einem Lautsprecher. Er verstärkt Ängste und Stress und könnte dich an einen Ort befördern, von dem du nicht zurückkehrst. Tut mir leid, aber dieses BB hat zu viel abgekriegt. Die Entsorgung ist alternativlos. Sam, wasch dich und komm dann ins Präsidialbüro. Wir müssen reden.
Ich hab doch gesagt, Dooms und BBs sind eine gefährliche Kombination. Vielleicht solltest du mal duschen. Du bist ja noch voller Chiralium. Du willst doch nicht, dass die Präsidentin dich so sieht. Was erzählst du denn da? Sie ist tot. Du bist wütend. Ist deswegen BB-28? Leck mich doch. Ich bin nicht ein Laufbursche. Tja, jedenfalls verdankt es dir wohl sein Leben. Nein, wir verdanken ihm unser Leben. Du auch. Alles klar. Ich passe drauf auf. Grüß die Präsidentin von mir. Es wird langsam Zeit, Sam. Hier. Das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Sam, hörst du mich? Verdammte Scheiße. Hat man denn gar keine Privatsphäre mehr? Oh, nein. Außer natürlich beim Duschen und auf der Toilette. Du warst also gerade dabei, dich zu waschen? Gut. Komm ins Präsidialbüro, wenn du soweit bist. Sie erwartet dich. Gute Arbeit, Sam. Vielen Dank. Bridget mag nicht mehr unter uns sein, aber ihr Vermächtnis könnte weiterleben. Sam, hör mir zu. Amerika, der Wiederaufbau. Ihr Traum ist nicht tot. Ich will das nicht hören. Das ist das Gesicht unserer neuen Hoffnung. Unseres neuen Amerikas. Amelie. Meine Mutter mag tot sein, aber ich bin hier. Und du, Sam? Du bist auch hier. Ihr habt euch zuletzt vor 10 Jahren gesehen, oder? Und in all der Zeit ist sie nicht um einen Tag gealtert. Er weiß wieso. Mein Körper ist noch am Strand. Ich werde einfach nicht älter. Aber du schon, Sam. Du siehst gut aus. Dann ist es dir also ernst, alles und jeden wieder zu verbinden. Irgendwer muss Bridget nachfolgen, Sam. Vor allem muss jemand ihr Vermächtnis fortführen und unser Land wieder aufbauen. Samantha America Strand, unsere neue Präsidentin. Ein Neuanfang für unser Volk, für unsere Nation. Unter Amelies Führung werden wir die UCA gründen, die United Cities of America. So werden wir unser Land wieder aufbauen. Aber dazu benötigen wir deine Hilfe, Sam. Nein, damit bin ich durch. Mein Abschied von Bridget war mein Abschied von euch allen. Wir haben dich nie vergessen, Sam. Du bist weggelaufen. Du hast uns verlassen. Amelie startete eine Expedition. Nur die Besten aus Bridges 1 und ging nach Westen. Ich
führte sie an Kratern und GD-Gebieten vorbei. Ich habe auf sie aufgepasst, während sie nach Überlebenden suchten. Nicht ein GD hat sie übersehen. Sie sah sie schon aus der Ferne. Wir überzeugten einen Ort nach dem anderen, dem UCA beizutreten und ließen Leute von uns zu ihrer Unterstützung da. Wir brauchten 3 Jahre, aber wir schlugen uns bis nach Edge City durch. Bis zum Pazifik. Meine Güte. Ja, aber dann ging alles schief. Das Team wurde ausgelöscht und Amelie wurde entführt. Entführt? Ich bin nicht in einer Zelle oder sowas eingesperrt. Ich darf Ihre Infrastruktur nutzen und mit euch sprechen, wann ich will. Nur die Stadt darf ich nicht verlassen. Das alles soll die Unabhängigkeit von Edge City sichern. Jedenfalls sagen das ihre Entführer. Sie wollen, dass die UCA sie in Ruhe lassen. Amelie ist ihre Versicherung für den Fall, dass wir das nicht tun. Wie heißen diese Arschlöcher nochmal? Homo Demens. Eine militante Separatistengruppe. Sie regiert Edge City. Ich habe von denen gehört. Ein Haufen Terroristen, den in Städten mordet und Krater hinterlässt. Genau. Die schrecken vor nichts zurück. Nicht mal vor Leere stürzen. Ihr glaubt, die stecken hinter dem Selbstmord, der Central Knot zerstört hat? Möglich wär's. Es gibt überall Extremisten wie die Demons, die heimlich etwas planen. Sie sind von Natur aus dezentralisiert. Keine Organisation hält sie zusammen. Nur die gemeinsame Ideologie. Ich weiß, dass nicht jeder unsere Zukunftsvision teilt. Wenn wir Amerikaner nicht wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit nicht. Menschen im ganzen Land habe ich die Botschaft meiner Mutter verkündet. Aber nicht jeder wollte sie hören. Nicht wenige wollten für sich bleiben. Sich lieber alleine durchschlagen. Wie du, Sam. Sie glauben, Amerika ließe sich nur gewaltsam wieder aufbauen. Durch Menschen, die ihnen etwas vorschreiben, ihnen die Freiheit nehmen und ihnen Fesseln anlegen. Und was habt ihr mir angelegt? Ihr seid nicht besser als die Demons. Bloß ein anderer Kult. Das sind keine Fesseln, Sam. Sie stehen für unsere Bindungen. Das ist es, was wir jetzt brauchen. Nicht getrennt, sondern zusammen. Chirale Knoten bilden, uns verbinden. Sam, wir möchten, dass du zu Ende bringst, was Amelie begonnen hat. Die Leute, die sie zurückgelassen hat, haben viele chirale Netzwerkterminals errichtet. Aber noch sind diese Terminals isoliert. Du musst sie ans Netz anschließen. Und dafür benötigst du einen Cupid. Er enthält alle Sicherheits- und Betriebsprotokolle, um ein Terminal ins chirale Netz zu bringen. Geh mit dem Cupid nach Westen, Sam, und verbinde unsere große Nation. Und wenn du Edge City erreichst, finde Amelie und bring sie nach Hause. Danach werde ich Präsidentin und führe Mutters Werk fort, um das Land zu retten. Das war Bridgets letzter Wunsch. Diesen Weg werden wir weitergehen. Bitte, Sam. Wir brauchen dich. Ich bin jetzt Sam Porter Bridges. Ich bin kein Strand. Verdammt, ich bin nicht mal Teil dieser Truppe. Dafür habt ihr gesorgt. Ich komme weder zu euch, noch zu irgendwem. Nie wieder. Warte! Siehst du, als wäre ich nicht hier. So wie es immer war. Sam! Sam! Warte mal! Stopp! Hör mir zu. Amerika braucht dich. Euch beide. Die Verkabelung der Welt hat Krieg und Leid kein Ende gesetzt. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn der nächste Versuch wieder scheitert. Wir drehen uns im Kreis. Verbinden, neu verbinden. So einfach ist das nicht. Schon gut, Sam. Reg dich nicht auf. Ich verstehe.
Du musst jetzt noch nicht zusagen. Ruh dich erst mal aus. Gute Idee. Wir alle brauchen Schlaf. Wer den zu lange aufschiebt, tritt ganz schnell in Verbindung mit der anderen Seite. Die nötigen Wartungsarbeiten sind fertig. Du wirst von den Anpassungen und der Feinjustierung profitieren. Du kannst es wieder benutzen. Anscheinend sind Dooms und BBs hier mal eine gute Kombination. Oder vielleicht mögt ihr beiden euch auch einfach irgendwie. Sam. Hör zu. Du bist Sam Strand. Nein, bin ich nicht. Nicht mehr. Ich heiße Sam Porter Bridges. Strand ist ein interessantes Wort. Im Englischen ist es der Strang eines Seils. Und stranden bedeutet, dass man an der Küste angespült wird. Und gestrandet ist man, wenn man nicht nach Hause kann. Ich bin gestrandet, Sam. Hier an der Küste des Pazifiks. Tausende Kilometer entfernt. Aber das Band zwischen uns hält. Du bist frei. Aber wir sind noch verbunden. Sag nicht, dass wir es nicht sind. Komm zurück, Sam. Ich warte auf dich. Halt! Guten Morgen, Sam. Und? Hast du schon darüber nachgedacht? Bis oben hin voll mit Chiralium, aber ungefährlich für euch Dooms-Jungs. Das ist alles, was man braucht, um die Welt wieder zu verbinden. Um uns wieder zu vereinen. Ich bin ein Bote. Verbinden ist nicht meine Aufgabe. Oder Knoten machen.
Aber ich tue, was zu tun ist, um Amelie zu helfen. Hör zu, Sam. Die Terminals, die Amelies Leute in den Orten aufgestellt haben, die sie auf dem Weg nach Westen passiert haben, nennt man Knoten. Die Infrastruktur ist vorhanden, aber das chirale Netzwerk ist offline. Im Moment kann es nur Sprachmitteilungen übermitteln. Teils über Leitungen, teils drahtlos. Und nur kleine Datenmengen. Deshalb benötigen unsere Chiralogramme lokal gespeicherte Daten. Amelie und die anderen Bridges-Mitglieder, die du gesehen hast, sind alle mit lokalen Daten erzeugte Hologramme, falls du das nicht weißt. Du musst nur den Knoten finden, deinen Q-Pad verbinden und die chirale Kommunikation online bringen. Sobald du ihn mit dem Terminal verbindest, kannst du eine große, zeitlose Datenübertragung mit dem UCA-Netzwerk einleiten. Und so verbindest du uns nicht nur untereinander, sondern auch mit unserer Vergangenheit. All die verlorenen und fragmentierten Daten werden gesammelt und wiederhergestellt, so als ob man einem Dinosaurierfossil neues Leben einhaucht. $4,6 Milliarden Jahre Erdgeschichte, all die Weisheit und das Wissen, das uns seit dem gestrandeten Tod verloren ging, erlangen wir zurück. Und so, mein Freund, werden wir ihn besiegen. Sobald du die chirale Kommunikation hergestellt hast, können auch Hologramme erzeugt werden. Außerdem kannst du dann chirale Drucker nutzen. Schon bald werden wir dazu in der Lage sein, alle möglichen Dinge zu senden. Außer ursprünglichen Ding. Oder Ding mit einer Seele. Nichts Echtes. Nur Kopien. Stimmt. Deshalb werden wir weiterhin Boten wie dich brauchen. Vor und nach der Wiedervereinigung benötigen wir Mittelsmänner. Keine Ruhe für die Gottlosen. Tja, Müßiggang ist kaum einem vergönnt. Die Einzelheiten kriegst du am Versandterminal. Du findest es im Obergeschoss. Da wartet auch die Fracht. Diese Stiefel haben einige Kilometer hinter sich. Soll ich sie entsorgen? Halt. Warte mal. Du musst etwas für mich untersuchen. Mein Blut scheint diese Dinge abzustoßen. Das ist mehrmals passiert. Abzustoßen? Wie meinst du das? Keine Ahnung. Du hast mir doch Blut abgenommen. Sag du es mir. Okay. Ich schau mal, was ich tun kann.
Sam, hier ist Die Hardman. Dein aktuelles Ziel ist es, das chirale Netzwerk von hier nach Port City auszuweiten. Liefere, was gebraucht wird und verbinde den Qubit. Stimmt was nicht, Sam? Keine Ahnung. Das Kleine sieht nicht gut aus. Keine Sorge. Seine Funktionen wurden vorübergehend ausgesetzt, aber die kann man wiederherstellen. Die notwendige Wartung kann ich in einem Verteilerzentrum durchführen. Aber beeil dich. Deine Arbeit wird... Batman, bist du da? Ich brauche Hilfe. Okay, Sam. Entferne die Kapsel und verbinde sie mit diesem Inkubator. Ist drin. Gut. Es hatte nur gerade zu viel Stress. Das wird besser, sobald es wieder im Leib seiner Mutter ist. Mutter? Auf der Intensivstation in Capital Knot City. Hirntod natürlich. Ach, du meinst Todmutter? Genau. Die Gebärmutter einer Todmutter verbindet die Welt der Toten mit dem BB. Und du wiederum verbindest dich mit einem BB, wodurch du dann GDs wahrnehmen kannst. Diese Kapseln wurden geschaffen, um die Gebärmutter einer Todmutter zu simulieren. BBs müssen immer glauben, sie seien in einer, damit sie richtig funktionieren. Allerdings funktioniert diese Täuschung auch nicht ewig, weshalb wir die Umgebungsdaten regelmäßig aktualisieren müssen, durch die Synchronisierung mit einer Todmutter via chiralem Netzwerk. Da. Das Update läuft jetzt. Gerade synchronisiert sich die Kapsel mit der Todmutter in Capital Knot City und konfiguriert ihre Einstellungen auf Basis der neuesten Daten. Wenn du dein BB so in die Gebärmutter zurückversetzt, sinkt sein Stresslevel vorübergehend. Denn genau dort gehört es ja eigentlich auch hin. Das Kleine scheint glücklich. Ich versuche, die Oxytocin-Dosis anzupassen. Die Autotoxemie sollte jetzt deutlich langsamer einsetzen. Und vergiss nicht, die BBs sind nur Ausrüstung. Versuche keine Bindung aufzubauen. Jedes wurde der Gebärmutter seiner Todmutter entnommen. Das macht sie absolut unberechenbar und anfällig für Fehler. Kein bekanntes BB war länger als 1 Jahr in Betrieb. Vielleicht erlebt es das Ende dieser Unternehmung nicht mehr. Und dann? Das heißt, man kann mein BB nicht mehr retten. Du musst verstehen, dass es vieles gibt, das wir über BBs nicht wissen. Vielleicht liefern uns ja mit der Zeit das chirale Netzwerk und weitere alte Daten die Antwort. Oh ja, ich sollte doch untersuchen, warum die GDs auf dein Blut reagieren. Ich habe mit Hartman geredet. Wir sollten bald Ergebnisse haben. Wie dem auch sei, ruh dich aus. Du und dein BB, ihr seid beide erschöpft. Gute Nacht, Sam. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam?
Kannst du mich sehen? Wie läuft es da drüben? Ich bin unbewacht. Weiterhin nicht gefesselt und kann doch nicht weg. Aber wenn du weiter Verbindungen schaffst, wenn du zu mir kommst, dann gehen wir in den Osten, nach Hause. Danke. Ich mein's ernst. Es ist schlimm. In den Städten leben heute immer weniger Menschen. Niemand bekommt mehr Kinder. Aber Menschen sind nicht fürs Alleinsein gemacht. Sie sollen zusammenkommen, einander helfen. Und wenn wir als Volk das nicht schaffen, uns nicht wieder verbinden können, dann, naja, behält Bridget recht. Wir sterben aus. Ach komm. Amerikas Wiederaufbau erlöst uns nicht von den GDs. Solange sie noch da sind, gibt es keinen Ausweg. Aber wir haben wenigstens Hoffnung. Ich werde warten, Sam. Auf dich warten. Komm und finde mich. Glaub mir, wenn ich sage, dass es so am besten ist. Sagt eine Frau mit einer Maske, die mich nur angelogen hat. Aufwärts. Sam, nur aus Interesse. Wie geht es ihm im Moment? Bevor ich antworte. Stimmt was nicht? Wenn ich das BB anschließe, sehe ich Dinge. Was denn für Dinge? Ein Gesicht. Ein Unbekannter, der mich ruft. Ich sehe auch diesen Raum. Dort reden andere Leute, aber ich kann sie nicht verstehen. Oh, der Durchbluteffekt. Habe ich dich nicht davor gewarnt? Du hältst die Erinnerungen des BBs für deine eigenen. Das sind falsche Rückblenden. Mehr nicht. Lass es mich erklären. Ein BB wird seiner Todmutter mit etwa 28 Wochen entnommen und in eine Kapsel gelegt. Also noch vor seiner eigentlichen Geburt. Diese Prozedur stoppt seine Entwicklung. Aber auch mit 28 Wochen kann sein Sinnessystem bereits externe Stimuli verarbeiten. Es kann diese Informationen definitiv in Erinnerungen umwandeln, die über eure Verbindung in deine gelangen können. Und wen habe ich dann gesehen? Vielleicht jemanden vom medizinischen Team oder einen BB-Techniker. Ist das wichtig? Das BB ist schon eine Weile in Benutzung. Es ist durch viele Hände gegangen. Woher soll ich wissen, wer einen Eindruck hinterlassen hat? Weil du der Experte bist. Niemand ist Experte, Sir. BBs wurden vor Jahrzehnten im Geheimen entwickelt. Sie sind wie ein Buch mit 7 Siegeln. Wir benutzen sie, verstehen sie aber eigentlich nicht. Glaub mir, ich wollte mehr darüber erfahren, aber es gibt kaum noch alte Aufzeichnungen. Wenn ich etwas herausfinde, sage ich's dir, okay? Deadman Ehrenwort. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Bist du der Bote? Die ein Mann-Armee, die ein ganzes Team ersetzen soll? Da hast du dir aber einiges aufgeladen. Die Fracht ist in perfektem Zustand. Ungelogen. Meinen Respekt hast du. Also bist du hier, um uns ins Chiral-Zeitalter zu katapultieren? Ja. Ist das okay? Dann leg mal los, Mann. Darauf warten wir schon seit Ewigkeiten.
Warte. Wo hast du das her? Den kleinen. Er sieht aus wie meiner. Wo hast du den her, verdammt? Kann ich wirklich nicht sagen. Aber der kleine Typ kommt mit einer Kapsel, wenn du es genau wissen willst. Und woher hast du die Kapsel? Igor, von der Leichenentsorgung. Mein kleiner Bruder. Was? Er hat dir einfach einen von ihnen gegeben. Warum? Ich war mit ihm dort, am Ende. Wir transportierten meine Leiche. Es ging alles schief. Überall waren GDs. Einer von ihnen packte ihn. Also sagte er, ich soll sie nehmen und weglaufen. Ist das so? Also, wer bist du? Du überlebst so eine Katastrophe und machst dann weiter die gleiche Arbeit? Okay. Ich schätze, das war wohl zu erwarten. Pass gut auf das kleine Kerlchen auf. Er gehört zur Expedition. Zu dir. Okay. Das hier solltest du wohl lieber mitnehmen. Mir fällt niemand ein, der es mehr bräuchte. Sam, du hast es geschafft. Port Nord City ist wieder am Netz. Diese Menschen sind Teil der UCA. Ihre Daten ergänzen unser Wissen. Mit ausreichend Zeit und genügend chiralen Druckern können sie Schiffe bauen. Und irgendwann erobern wir die Gewässer zurück. Weil du vorangegangen bist. Auch wenn dein Handeln nicht nur gute Folgen hat. Jede Stadt, die den UCA beitritt, wird ein größeres Ziel für die Terroristen. Aber wir müssen die Gefahren akzeptieren und weitermachen. Der Rest Amerikas wartet, Sam. Er wartet darauf, dass du den ersten Schritt tust und ihn ans chirale Netzwerk anschließt. Du kannst sie erreichen. Vereinige uns wieder. Danke. Eine neue Stadt für die UCA, hm? Du willst also über den See und weiter nach Westen? Ja. Haben wir ein Boot? Da musst du dich gedulden. Die Terroristen haben alle Bridges-Boote zerstört. Das einzige Schiff in der Stadt gehört einer Lieferfirma. Lieferfirma? Sag jetzt nicht. Fragile Express. Ganz genau. Hab schon mit ihrem Vertreter geredet. Ich lasse einige der Vorräte, die du uns gebracht hast, auf das Schiff verladen. Die Leute in Lake Nod werden sich bestimmt freuen, dass ihr Hafen angelaufen wird. Dürfte eine Weile her sein. Begib dich zum Hafen, wenn du bereit bist. Er liegt direkt am Verteilerzentrum. Keine Sorge, in Port Nord regnet es nie. Ruh dich ruhig in deinem Raum aus, bevor du aufbrichst. Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Schau mal. So sah die Welt vor Hunderten von Millionen von Jahren aus. Es gab nur einen großen Kontinent. Und weißt du, was das ist? Der Mond. Bald zeige ich dir den echten. Versprochen. Die ganze weite Welt wirst du erkunden können. Alles wird dir offen stehen.
Auch der Mond. Genau so, Lisa. Nur nicht schüchtern. So wie früher. Na los, weiter. Tut mir leid. Habe ich dich geweckt? Heute ist Mamas Geburtstag. An ihrem Geburtstag haben wir uns auch kennengelernt. Verdammter Idiot. Dachtest, du könntest auf sie aufpassen. Ein Mann wie du. Meinetwegen liegt sie hier. Bleiben nur noch wir zwei, Baby. Ich hab nur noch dich. Ich beschütze dich. Was auch passiert. Ich habe da etwas ganz Besonderes. Batam und Raché Grand Cru. Wenn du älter bist, darfst du vielleicht probieren. Also Prost. Auf Lisa. Und auf dich. Nicht schlecht. Sieh mal, ein Astronaut. Die Menschheit kommt überall hin, sogar ins Weltall. Schon bald bist du da raus. Und sobald das alles vorbei ist, bringe ich dich an jeden Ort, an den du willst.
Mein Name ist Higgs, benannt nach dem Gottesteilchen, das die gesamte Existenz durchdringt. Ah, du hast ihn also in diese Sache hineingezogen. Voller Blut, aber aufrecht. Wie bitte? Bridget Strand ist tot? Amerikas letzte Präsidentin, tot und verbrannt. Oh, und jetzt soll das Mädchen Mamis Platz einnehmen. Tja, das wird nichts. Sie ist nicht für die Politik gemacht, oder? Aber keine Sorge, ich finde sie. Und ich passe gut auf sie auf. Weißt du, ich habe das wahre Wesen des gestrandeten Todes erfasst. Oh, es gibt so viel, das ihr nicht wisst. Das Mädchen zum Beispiel, sie ist nicht so wie wir. Dooms ist nicht ihr Ding. Ihr Ding ist eher die weltweite Zerstörung. Eine Extinktionsentität. Oh, ohne die Hand geben zu können, ist es schwer, Verbindungen zu knüpfen. Zum Glück habe ich eine gute Verbindung zur anderen Seite. Und du bist keine Brücke. Aber ich bin mit allem verbunden. Mit dieser Welt, jener Welt und unserem süßen kleinen Todesengel. Du stehst auf der Speisekarte. Es braucht nur einen kleinen Leeresturz, um uns alle ins Jenseits zu befördern. Also, wie sieht's aus? Bist du die Maloche nicht langsam leid? Hast du nicht die ganze Zeit hierauf gewartet? Ein Game Over. Snack? Du hast es geschafft. Ich bin hart im Nehmen, trotz meines Namens. Du hast das Arschloch auch gesehen, oder? Higgs, der Anführer einer Separatistengruppe. Sah aus, als würde er dieses GD kontrollieren. Sowas geht auf Stufe 7, vielleicht höher. Du weißt anscheinend viel über ihn. Wir haben zusammengearbeitet. Wir hatten sowas wie einen Vertrag. Geschäfte mit Terroristen? Na, Hauptsache Geld, was? Er war damals nicht so. Also, was ist dein Ziel, hä?
Willst du die Welt retten oder sie zerstören, so wie er? Ich wünschte, die Dinge wären anders, okay? Hier ist unser Taxi. Keine Sorge, ist noch ein Schuss. Komm schon, wir sind die einzige Fracht. Wir sollten morgen dort ankommen. Wie ich schon sagte, Sam, die Vergangenheit lässt einen nicht los. Hör zu, ich muss dich um etwas bitten. Es hat mit diesem Arschloch zu tun. Higgs. Sam? Sam? Erinnerst du dich? Es wird langsam Zeit, Sam. Bis du es mir gesagt hast, hatte ich keine Ahnung. Keine Ahnung, dass ich am Leben war. Es gibt keinen Unterschied zwischen Leben und Tod, wenn man ganz allein ist. Du bist warm. Ich will nicht nach Hause. Ich will nicht nach Hause.
Das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Findest du nicht mehr nach Hause? Na komm, ich gehe den halben Weg mit. Und den Rest schaffst du alleine. Besser? Ich werde auf dich warten am Strand. Komm und finde mich. Wir haben hier sehr oft miteinander gespielt. Du hast mich hergebracht. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Solange du in einen Körper zurückkehren musst, kannst du nicht nach Belieben kommen und gehen. Also kommst du von hier nicht einfach in den Osten? Nicht, bis du uns wieder vereinigst, Sam. Ich werde auf dich warten. Am Strand. Komm und finde mich. Keine Ahnung, wie du schlafen kannst. Brauchst du eine Stärkung? Willkommen in Lake Knot City. Was? Nichts. Dann komm. Diese Fracht kommt aus Port Knot City mit Bestimmung Lake Knot. Die überlasse ich dir. Das Versandterminal ist da vorne. In der Zwischenzeit habe ich noch etwas zu erledigen. Wir sehen uns später. Dein Schiff die ganze Zeit beobachtet. Ich muss dir diese Frage leider stellen. Ist deine gesamte Fracht sauber? Nichts Gefährliches oder Illegales? Sie haben dich sicher schon beim Einlaufen gecheckt, aber ich muss noch mal nachsehen. Alles sauber. Nichts Ungewöhnliches. Die Fracht sieht auch super aus. Sowas haben wir schon lange nicht mehr gekriegt. Sorry wegen dem Stress. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Oh, du sollst ein Cupid dabei haben. Stimmt das? Du darfst uns anbinden. Wir sind also endlich im Netzwerk. Hat lang genug gedauert. Wir halten nicht zurück. Capital Knot City bekommt alles. Wenn diese Informationen der Sicherheit aller dienen, habe ich nichts dagegen. Und ich bin sicher nicht der Einzige hier, der das so sieht. Damals, als Bridges 1 hierher kam, war die Lage wahrscheinlich besser. Zumindest haben uns damals keine Terroristen oder GDs das Leben schwer gemacht. Naja, sei vorsichtig da draußen. Die Welt hat sich verändert. Und vielen Dank. Hast du Ground Zero endlich passiert? Glückwunsch. Und Dankeschön. Ab hier wird es allerdings nicht leichter. Bei unserem ersten Besuch war es anders. Friedlich. Die 3 Städte da draußen.
Lake, Middle und South Knot wollten alle unsere Wiederaufbaupläne unterstützen. Fragile Express hat für alle 3 Lieferungen durchgeführt und den Kontakt aufrechterhalten. Aber die Angriffe der Separatisten vor einem Jahr haben alles verändert. Einer hat Middle Knot City ausradiert. Sie haben Atomwaffen von früher gezündet. Der andere Angriff hat halb South Knot City zerstört. Die Verluste waren verheerend. Bridges hat nicht genug Ressourcen, um die restlichen Städte allein zu vernetzen. Wir brauchen die Unterstützung aller. Selbst jener, die nichts mit den UCA zu tun haben wollen. So unmöglich es klingen mag. Die Lage hat sich seit dem Aufbruch von Bridges One nach Westen verändert. Besonders die Zerstörung von Middle Knot hat uns eine neue Strategie aufgezwungen. Wie Amelie gesagt hat, uns fehlen Zeit und Ressourcen, um einen weiteren so großen Knoten zu bauen. Deshalb treffen wir Vereinbarungen mit Preppern und anderen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ihre Bunker zur Verstärkung des Netzwerks zu nutzen. Nur eine bestimmte Art von Mensch würde alleine hier draußen leben. Die Art, die uns sagt, dass wir uns unseren UCA-Beitritt sonst wohin schieben können. Natürlich werden sie nicht sofort begeistert zustimmen. Aber obwohl sie die meisten Leute nicht leiden können, kamen sie mit Fragile Express zurecht. Sag jetzt nicht, wir sollen sie als Empfehlung benutzen, um bei ihnen gut anzukommen. Bingo. Sie hat schon zugestimmt. Aha. Und was hat sie davon? Warum auch immer. Schätze, um es Higgs heimzahlen zu können. Das kann ich ihr nicht verübeln. Er hat ihr alles und noch viel mehr genommen. Zeit heilt manche Wunden, aber ihre nicht. Die anstehende Arbeit wird nicht leicht, aber sie muss getan werden. Ruh dich erstmal etwas aus. Wir reden später weiter. Hier. Für mich? Das nennt man Kepo. Das ist ein altes Wort für Knoten. Damit kann man auch Dinge zählen. Für jeden Freund mache ich einen Knoten. Okay. Dann mache ich einfach immer einen Knoten, wenn ich dich sehe? Das muss dir sehr viel bedeuten, wenn du es herbringen konntest. Etwas Besonderes. Ganz besonders. Und nur für dich. Ich pass gut drauf auf, Sam. Was essen? Wieso bist du hier? Frag deinen Bossmann. Wieso bist du hier? Hab eine Lieferung für einen Boten. Das wirst du auf deinem Weg brauchen. Damit weist du dich als Mitarbeiter von Fragile Express aus. Es besteht aus meinem Blut und chiralen Kristallen. Sieh es als eine Art Band an. Die Prepper in der Gegend machen dir keinen Ärger, wenn du das hast. Wir waren die Einzigen, die hier draußen ausgeliefert haben. Das war unser Territorium. Bis Higgs alles versaut hat. Mich, Fragile Express, unseren Ruf. Alles. Und jetzt willst du es ihm heimzahlen. Ganz allein. Ich bin nicht allein. Die Höhle, Port Knot City, an deinem Bett. So weit weg und doch treffen wir uns ständig. So viele GD-Gebiete zwischen uns, wo mich ein leerer Sturz treffen müsste. Und doch bin ich hier. Ich bin hier.
kannst den Strand benutzen? Ich habe einen Strand. Du hast deinen, ich meinen. Ich springe damit durch den Raum. Ich kann keine GDs herbeizaubern wie Hicks, aber ich kann ihm folgen. Ihn zum Strand folgen. Das Problem, jeder hat seinen eigenen Zugang. Ich kann nur durch den Strand reisen, den ich kenne und verstehe. Du hast sicher schon vom Multiversum gehört. Hey, geht's dir gut? Die Sprünge fordern mir viel ab. Saugen mir das Blut aus. Du willst nach Edge City, oder? Da wimmelt's von Terroristen. Aber wenn du das durchziehst, dann musst du es früher oder später mit Hicks aufnehmen. Hör zu. Ich liefere Dinge. Monster und Terroristen zu töten. Ist nicht mein Job. Und wenn wir es gemeinsam tun? Mit meiner Kraft könnte ich dir helfen. Man muss nicht dasselbe wollen, um auf einer Seite zu stehen. Ich könnte dich schicken, über meinen Strand. An jeden Ort, an dem das Chiralium dicht genug ist. An jeden Ort, der im chiralen Netzwerk ist. Und was verlangst du dafür? Dass du darüber nachdenkst. Hier. Ein kleiner Ansporn. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Damit bleiben wir in Verbindung. Bis dann, wir sehen uns. Sam, Fragile hier. Wie ich hörte, hast du 3 Prepper ins Netzwerk integriert. Und ihnen alles Nötige geliefert. Das hast du gut gemacht. Wo wir schon mal am Quatschen sind, würde ich gerne wissen, was es mit dir und Hicks auf sich hat. Du hast Gerüchte gehört, was? Ich kann dir alles erklären. Persönlich. Triff dich mit mir im Verteilerzentrum südlich von Lake Nod. Dahin bist du doch eh unterwegs, oder? Sam Porter? Wir haben dich erwartet. Es hieß, du würdest doch bei den Bot-Tests helfen. Aber vorher wollen wir uns mal die Fracht ansehen. Wunderhübsch. Ich habe nichts zu beanstanden. Dann wollen wir das Verteilerzentrum mal anschließen. Und wir sind drin. Ich beginne die Tests vorzubereiten. Und du wartest auf Nachricht vom HQ. Vielen Dank, Sam. Jetzt kann die letzte Testphase der Bots beginnen. Ich habe sie selbst entworfen. Ich hoffe, dass sie die Last etwas mindern können. Im Gegensatz zum menschlichen Boden gibt es keinen Leeresturz, wenn einer ausfällt. Vor dem gestrandeten Tod waren Wissenschaftler besorgt darüber, jemand könne eine KI programmieren, die klüger wäre als jeder Mensch. Aber dazu kam es nie. Maschinen verursachen keine Leerestürze. Sie sterben nicht. Sie haben keine Strände. Wie weit sie sich auch entwickeln mögen, den Tod werden sie nie verstehen wie wir. Und deshalb werden sie uns nie wirklich übertreffen. Begib dich zum Lieferterminal. Ich erkläre dir, wie man die Bots steuert. Und keine Angst, ich behalte von hier aus alles im Auge.
Jetzt warten wir darauf, dass der Lieferbot sein Ziel erreicht. Momentan gibt es nur einen, aber wenn der Test gelingt, gehen wir zur Massenproduktion über. Dann kannst du sie selbst losschicken. Oh, ich habe mich vertan. Wir konnten noch einen Lieferbot für die Feldversuche zusammenzimmern. Über diesen kannst du frei verfügen. Sorry, das Baby jammert wieder. Danke, Sam. Wir sprechen uns später. Gute Arbeit, Sam. Alle werden von diesen autonomen Lieferbots profitieren. Von den Bewohnern der Städte und Wegposten bis zu den Preppern im letzten Winkel. Aber du musst erschöpft sein. Warum machst du nicht mal Pause? Ich wette, dein Bibi könnte auch eine gebrauchen. Geh zum privaten Raum. Los. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast geschlafen, als ich hier ankam. Danke für die Dusche. Ja, klar. Hör zu. Ich muss das fragen. Ich habe Dinge gehört. Über dich. Sie lässt sich mit Terroristen ein. Trau ihr nicht. Sie ist bloß eins von Hicks hirnlosen Opfern. Sie ist eine echte Heldin, diese Frau. Sag, Sam, was bedeutet Amerika für dich? Bei meinem Dad klang es immer, als wären wir etwas Besonderes. Der Leim, der alles zusammenhält. Mehr als eine Nation. Ein Symbol der Freiheit und Hoffnung. Wir können das wiederhaben, wenn wir weiter ausliefern und die Menschen verbinden. Das glaubte er. Ich war fertig nach seinem Tod. Da trat Hicks auf den Plan. Gemeinsam können wir Pakete von Küste zu Küste liefern. Damals hatte er westlich von hier ein Monopol. Eine Partnerschaft war für uns beide von Vorteil. Zuerst liefen die Geschäfte auch gut. Doch dann, vor einem Jahr, fingen diese Fanatiker an, Ärger zu machen. Die Schweine haben unser System gekapert. Irgendwie kamen sie an unsere Sicherheitsausweise und damit in die Städte hinein. Und plötzlich lieferten wir Waffen und Bomben statt Medikamente. Und ich ahnte nichts. Wir waren bloß Rädchen in einer Terrormaschine. Hicks steckte hinter all dem. Und zu allem Übel bekam er eine alte Atombombe in die Finger, die ich dann mitten hinein nach Middle Knot City trug. Willst du sagen, dass... Ja. Ich war es. Ich habe sie hochgejagt.
Das wäre alles nicht passiert, wenn ich nicht so blind gewesen wäre. Ich ließ nichts unversucht, um zu verhindern, dass South Knot City zerstört wird. Ich wollte die Bombe aus der Stadt schaffen. Doch Hicks war mir einen Schritt voraus. Er hat mich sehr hart bestraft. Manche Wunden, die verheilen nie. Was mir noch an Zeit bleibt, das hat sich der Regen geholt. So, jetzt weißt du's. Alles ist wahr. Bis auf die ganzen Lügen. Ich schere mich ein Teufel um Bridges oder den Wiederaufbau Amerikas. Aber ich werde Hicks und ein paar Terroristen nicht das Vermächtnis meines Vaters in den Dreck ziehen lassen. Darum bin ich zu dir gekommen. Und? Vertraust du mir? Ich werde für dich da sein, Sam. Du musst mich nur rufen. Hey Sam, dank der neuen Orte, die du ins Netzwerk integriert hast, konnten wir noch mehr Archivdaten retten. Leider habe ich immer noch nichts über die Ursprünge der BBs herausgefunden. Und auf die Dienstakte von BB-28 habe ich gar keinen Zugriff. Wenn ich wenigstens dort reinkäme, könnte ich dir vielleicht sagen, warum du diese seltsamen Episoden erlebst. Okay, ich bleib am Ball. Tu du das auch. Auftrag kann nicht bearbeitet werden. Bitte warten, bis das Problem behoben wurde. Oh, hi. Sam Bridges, nehme ich an. Tut mir leid, das System scheint irgendwie zu spinnen. Eins der Pakete wurde nicht korrekt abgewickelt und fehlt in dem Auftrag. Hier steht, der Kunde ist Fragile selbst. Irgendjemand hat es doppelt etikettiert und es war nicht klar, ob es für Fragile Express oder Bridges war. Naja, sorry wegen der Störung und, Vorsicht. Fragile heißt ja, zerbrechlich. Okay. Sieht so gut wie neu aus. Alle Achtung, wirklich. Oh, hi. Sam Bridges, nehme ich an. Hier steht, der Kunde ist Fragile selbst. Vorsicht, Fragile heißt ja zerbrechlich. Dieser Dreckskerl, er war's. Wovon redest du? Das Paket, das ich für dich geholt habe aus Lake Knot. Moment, ich habe kein Paket erwartet. Er sagte, der Kunde sei Fragile selbst. Das System laufe nicht und ein Bote von Bridges müsse es persönlich überbringen. Wer? Hey, ich sag doch, es war Hicks. Komm, das muss ich mir ansehen.
Eine Atombombe! Nicht schon wieder. Das kann der Mistkerl mir nicht nochmal antun. Der Timer läuft bereits. Ich kann ihn nicht stoppen. Uns bleibt nur eine Option. Sam, wir müssen sie loswerden. Bring sie zum Krater bei South Nod. Das ist eine Teergrube, abgrundtief. Wenn wir sie reinwerfen, haben wir vielleicht eine Chance. Sam, bist am See, oder? Werde diese Atombombe schnell los. Mann, das war echt knapp. Du hast die Stadt und alle darin gerettet. Weit mehr, als ich es je getan habe. Vielleicht war Middle-Nord einfach nicht zu retten. Aber South Nord ist noch hier. Dank mir und dir. Was ist mit dir passiert? Die Atombombe war bereits vor den Toren der Stadt, als ich Hicks Plan durchschaut hatte. Ich folgte dem Liefertruck und schaffte es irgendwie, die Bombe in Sicherheit zu bringen. Aber Hicks war mir von Anfang an gefolgt. Er erwischte mich vor den Toren auf frischer Tat. Die Bombe hielt ich noch wie ein Kind im Arm. Und als Strafe zwang er mich, mich auszuziehen. Und dann ließ er es regnen. Hör zu, Fragile. Ich mach dir ein Angebot. Willst du den Rest deiner Tage als beschädigte Ware fristen? Oder würdest du lieber für die Ware Schaden nehmen? Komm zum Punkt. Okay. Wenn du nur dich selbst retten willst, musst du bloß springen. Aber wenn du weiter auf der selbstlosen Schiene fahren willst, musst du meine Bombe zur bodenlosen Grube bringen und hineinwerfen. Na klar, dadurch wirst du zur Retterin der Stadt. Aber dafür musst du nackt durch den Zeitregen laufen. Viel von deiner Zeit gegen ein bisschen Zeit für die Stadt. Für mich klingt das nach einem fairen Tausch. Weißt du, ehrlich gesagt mag ich mein Gesicht nicht besonders. Deshalb verstecke ich es.
Aber du liebst deins, stimmt's? Oh, Papi war bestimmt richtig stolz. Oh, nein. Keine Angst, ich tu dir nichts. Ich will nämlich, dass dein Gesicht Zeugnis ablegt. Warum hast du es getan? Warum hast du mich verraten? Weil ich jemanden gefunden habe, der zu mir passt. Jemanden, für den ich keine Maske tragen muss. Oh. Ein guter Rat. Selbst wenn du South Nord rettest, wirst du immer die verrückte Middle Nord-Attentäterin sein. Oh, dein hübsches Gesicht wird immer als das Gesicht einer Terroristin gelten. Sie werden dich ewig jagen. Glaub mir, ich weiß das. Und auf dem Weg gehst du dann trotz zerbrechlich Aufkleber kaputt. Oh. Also, was darf es sein? Hm? Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Na dann, viel Glück dabei. Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Denn ich bin fragile. Aber ich bin nicht so fragil. Da haben wir es. Du bist eine verdammte Heldin. Du hast das Richtige getan. Das gehört dir. Ich bin keine Heldin, Sam. Meine Entscheidung. Ich bereue sie jeden Tag. Ich hätte mich retten können, wäre ich einfach nur gesprungen. Aber stattdessen hast du eine Stadt gerettet. Mehr noch, du hast den Menschen Hoffnung gegeben. Tja, jetzt muss ich nur noch eine Person retten. Hicks wird dafür büßen, dass er mich hintergangen hat. Indem du ihn tötest? Unmöglich. Er ist heute viel mächtiger, als er es je zuvor war. Doch du könntest gegen ihn ankommen. Du könntest es. Aber versprich mir. Versprich mir, dass du ihn am Leben lässt. Ich möchte ihn etwas fragen, von Angesicht zu Angesicht. Hätte nicht gedacht, dass du jemanden foltern kannst. Jetzt schon. Und ich will wissen, warum er mich verraten hat.
Willst du ihn? Sam. Denk an die Versorgungslieferung für South Knot City. Schön, dich zu sehen, Mann. Du weißt nicht, wie sehr wir uns darauf gefreut haben. Hier geht's vielen Leuten schlecht. Die Bedürftigsten bekommen zuerst etwas. Aber bei dieser Menge sollte jeder etwas abbekommen. Wir sind dir sehr dankbar. Ohne Hilfe von außen hätten wir wohl nicht überlebt. Das chirale Netzwerk könnte viel verändern, Reparaturen vereinfachen. Mit ihm kommen wir vielleicht wieder auf die Beine. Du hast uns ein unfassbar wertvolles Geschenk gemacht. Als Middle Knot City verloren war, dachten wir, die Gewalt würde nie enden. Jeden Tag dachte ich, es könnte unser letzter sein. Aber wir sind noch am Leben. Durch die Gnade... Naja, sagen wir einfach, ich glaube nicht an Wunder oder Glück. Oh nein, ich glaube an Menschen. Und Menschen haben uns gerettet. So wie du heute. Jetzt sind wir an der Reihe, anderen Leuten zu helfen. Es tut mir leid, ich muss das hier verteilen. Wir sind dir sehr dankbar. Gute Arbeit, Sam. Ich sorge dafür, dass deine Ausrüstung bereit sein wird. Danke, Sam. Du hast South Knot City gerettet und unsere Leute einander näher gebracht. Die halbe Strecke, auch zu unserer Wiedervereinigung, hast du geschafft. Hör zu, es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Sam, die Verbindung zu Amelie ist weg. Wir haben ihre Anrufe durchs alte System geleitet. Es muss ein Problem mit der Leitung sein. Ich kümmere mich drum. Hoffen wir, dass es nichts Größeres ist. Sam, ich registriere eine chirale Spitze. Ganz in deiner Nähe. Werte jenseits von Gut und Böse. Das könnte den plötzlichen Verbindungsabbruch erklären. Egal welche Ursache, es kann eine Bedrohung für die Knotenstädte sein. Geh los und untersuche die Sache.
Ja. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wie bitte? Was ist mit mir passiert? Als du das Verteilerzentrum verlassen hast, hat der Sturm aufgehört. Einfach so. Die chirale Dichte nahm fast genauso schnell ab. Ich geriet in den Sturm und war in einem Kriegsgebiet. Hattest du einen Tagtraum, Sam? Die Kommunikation war nur eine Sekunde unterbrochen. Nein, das war sehr viel länger. Da war dieser Soldat. Er wollte mir mein BB wegnehmen. Wenn du das sagst. Das Kleine kann es bezeugen. Sam, unser letztes Gespräch ist weniger als 1 Minute her. Das kann nicht sein. Ich habe dort gefühlt Stunden verbracht. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Schon gut. Ich komme zu dir. Ich kann dir leider nicht entgegenkommen. Ja, ich weiß. Dein Kind, oder? Sei vorsichtig, Sam. Ich freue mich drauf, dich zu sehen. Hatte lange keine Gesellschaft mehr. Sie beißt nicht. Schön, dass du hier bist. Sie hat Hunger. Was zum... So, sie schläft. Sie kann sie zwar nicht trinken, aber mein Körper produziert die Milch. Das Durchgehen der Bewegungen hilft gegen den Schmerz. Was ist sie? Sie ist meine Tochter. Und ich ihre Mama. Schon gut. Sie ist nur mit mir verbunden. Sie ist nicht wie andere GDs. Du kannst es sehen, oder? Du bist verbunden. Jetzt weißt du, warum ich nicht weg kann. Also, wegen der Superzelle. Gibst du uns Erwachsenen mal 1 Minute? Danke. Schau mal. Das war die chirale Dichte, als die Superzelle auftauchte. Aber sie normalisierte sich fast augenblicklich wieder. Das heißt, der Sturm verschwand in nicht mal 1 Sekunde. Das ist unmöglich. Okay, sehen wir uns doch mal die Aufzeichnungen deiner Handschellen an.
Das ist ziemlich verrückt, aber wenigstens bist du es nicht. Die Protokolldaten stützen deine Geschichte. Ich schätze mal, du warst gefangen zwischen 2 verschiedenen Raumzeiten. 2 verschiedene Raumzeiten. Das HQ analysiert das genauer. Sie können nur auf das Frequenzspektrum zurückgreifen. Aber mit etwas Anstrengung sollten sie herauskriegen, wo du hingeschickt wurdest. Noch eine chirale Spitze. Sie weint nachts öfter. Die chirale Dichte steigt in Regionen, die im chiralen Netzwerk sind. Aber die Werte sind viel, viel höher als berechnet. Das ist schlecht, oder? Ja, mehr Verbindungen bedeuten mehr Chiralium. Bridges erkannte das schon früh als Problem, also habe ich in den Cupids Begrenzer eingebaut, um das chirale Niveau zu bremsen. Aber dein Begrenzer scheint fehlerhaft zu sein. Die Superzelle und das zeitliche Phänomen, das du erlebt hast, könnten damit zu tun haben. Das heißt, es könnte weitere zeitliche Phänomene geben, wenn ich das Netzwerk weiter ausbaue? Vielleicht. Oder noch schlimmer. Wir lösen einen gestrandeten Tod aus. Aber du hast eine Lösung. Natürlich habe ich eine Lösung. Und zwar hier drüben. Wir müssen nur einen Begrenzer in diesen neuen Cupid von mir einbauen. Ich dachte, ich baue dir einen, wenn du schon vorbeikommst. Super. Krise abgewendet. Nein, Krise nicht abgewendet. Wir müssen die Software an die neue Hardware anpassen. Na dann leg los. Ja, das kann ich nicht. Ich habe die Hardware entworfen, aber die Software stammt von jemand anderem. Okay, wo finden wir ihn? Sie. Ihr Name ist Lochner. Sie war Mitglied von Bridges 1. Du musst nach Mountain Knot City gehen. Okay, ich muss sowieso einen Cupid dorthin bringen. Oh, gut. Sehr gut. Schon wieder. Ich weiß nicht, was sie in letzter Zeit hat. Sie hat solche Angst. Sieh nur. Vielleicht will die andere Seite sie zurück. Oder aber, vielleicht will sie zurück. So kann es nicht weitergehen. So viel weiß ich. Willst du mir erzählen, was passiert ist? Sie sollte kommen. Ich wartete im Krankenhaus auf den Kaiserschnitt. Dann schlugen die Terroristen zu. Ich war unter den Trümmern eingeklemmt. Ich konnte einfach nur warten. Fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Aber es kam niemand. Wenigstens hatte ich Luft und Wasser. Ich weiß nicht, wie viele Tage vergingen. Das Wasser ging aus und die Kälte kam.
den Trümmern kam sie zur Welt. Aber anstelle von Leben brachte ich den Tod auf die Welt. Alles gut. Als der Zeitregen aufhörte, begann meine Kleine zu schreien. Sie schrie und schrie und schrie. Ihr Leben war der Preis, den ich für mein Überleben zahlte. Sie hat mich gerettet. Seitdem waren wir nie getrennt. Aber sie ist ein Gede. Was sie an diesen Ort bindet, bindet auch mich. Ich bin praktisch nie wirklich entlassen worden. Und das ist okay für dich? Zu wissen, dass sie tot ist. Willst du dein Leben im Schatten der Toten verbringen? Komm. Das sagst gerade du? Dir sind die Toten lieber als die Lebenden. Sonst wärst du doch nicht hier. Mir fällt gerade ein, Deadman sagte, Wiederkehrer hätten besonderes Blut. Darf ich eine Probe nehmen? Ja, klar. Saug mich leer. Im Schlaf zapft sie mir sowieso Blut ab. Die ist kalt, oder? Nicht bewegen. So, fertig. Ich will etwas testen. Mama, bist du... Tut mir leid, Sam. Würdest du uns jetzt wohl allein lassen? Ja. Ich muss wieder an die Arbeit. Sam? Hey, vergiss mein Gerede von den chiralen Spitzen. Wir müssen zuerst die Welt wieder verbinden. Vielleicht verschlimmern wir die Lage. Vielleicht nicht. Aber es gibt keinen Plan B. Viel Glück, Sam. Sam, das Lieferterminal draußen funktioniert noch. Los, schließ es bitte an. Dort gebe ich dir weitere Anweisungen. Sam, dein nächstes Ziel ist es, Mountain Knot City ins Netzwerk einzugliedern. Diese Route führt zu einem Wegposten und dann zu einem Verteilerzentrum nördlich der Stadt. Ab dort wird es schwierig. Du musst einen Umweg um die Berge herum machen. Willst du immer noch, dass ich auf dem Weg diesen Cupid verwende? Die Software wurde noch nicht überschrieben. Ist okay. Wenn dein Qubit funktioniert und du Mountain Knot City anbindest, sollte das Update eingespielt werden und die Verbindung stabilisieren. Noch ein Grund, schnellstens dorthin zu kommen. Aber erstmal muss dein aktueller Qubit reichen. Aha. Was von Amelie gehört? Nichts. Hoffen wir einfach, dass es ihr gut geht. Und machen wir weiter. Das würde sie von uns erwarten. Wie dem auch sei, schau beim südlichen Verteilerzentrum von Lake Knot City vorbei, bevor du aufbrichst. Viel Glück da draußen. Übrigens, Sam, ich habe deinem TCK den Seilrutschenbauplan hinzugefügt. Der könnte nützlich sein. Für den Aufbau benötigst du 2 Verankerungen. Warum solltest du Fracht über Flüsse und steile Hänge tragen, wenn du sie einfach durch die Luft schicken kannst? Oder, wenn du sie ausprobieren willst, kannst du die Verankerungen vor meinem Labor nutzen. Viel Spaß! Die gute Nachricht lautet, Fragile hat Zeit und würde dir helfen. Such einen privaten Raum auf, um dich von Fragile schicken zu lassen. South Knot City scheint am nächsten zu liegen. Geht natürlich deutlich schneller als zu laufen. Allerdings kannst du dabei keine Fracht mitführen. Deine Entscheidung. Behalte die Option einfach im Hinterkopf.
unsere Samis ihn anständig versorgen. Hast ihm das Leben gerettet. Unglaublich, wie schnell du warst. Hey, pass auf dich auf. Wäre bitter, so jemanden wie dich zu verlieren. Es war übrigens kein Unfall, sondern ein Anschlag. Ein von uns bearbeitetes Paket enthielt Sprengstoff. Diese Separatistenherrscher denken echt, dieses Land gehört ihnen. Na, vielleicht haben sie recht. Jeder von uns hätte dieses Paket abfertigen können. Scheiße. Wir müssen vorsichtiger sein, die Sicherheit erhöhen. Wenigstens gab es diesmal keine Toten. Vielen Dank, Sam. Wirklich. Wie ich höre, macht das chirale Netzwerk Fortschritte. Meinst du, die Signalstärke reicht, um uns anzubinden? Ich hoffe es wirklich. Probierst du es mal, hä? Das ist toll. Endlich kriegen wir Informationen. Und wenn es wieder Ärger gibt, können wir schneller Bescheid geben. 1000 Dank dir. Okay, Sam. Bis Mountain Knot City musst du keine Zwischenstopps mehr machen. Aber dieses letzte Stück wird das bisher härteste. Ruh dich in deinem Raum aus und prüf vor der Abreise deine Ausrüstung. Deine Arbeit wird... Amelie. Higgs und seine Leute sind da. Sie haben Edge Knot City erreicht. Es gibt kein Entkommen mehr für mich. Alle sind tot, die Stadt ist zerstört. Und durch die Trümmer streifen GDs. Sie sind überall. Wo ist dein Capo? Aber ich konnte mich fortschleichen und Kontakt mit dir aufnehmen. Vielleicht reden wir gerade zum letzten Mal so miteinander. Ich wollte dir nur sagen, dass ich in Sicherheit bin. Vorerst. Versprich mir, dass du das chirale Netzwerk weiterbaust. Das ist unsere einzige Hoffnung. Meine Hoffnung auf Freiheit. Und wenn du fertig bist, können wir zusammen in den Osten heimkehren. Amelie, dein Capo, wo ist es? Sam, ich werde am Strand auf dich warten.
Sam, ich habe wichtige neue Informationen. Vor kurzem dank deiner Bemühungen um das chirale Netzwerk geborgen. Es geht um BBs. Ich habe das selbst ausgegraben, nur damit das klar ist. Niemand hat es mir befohlen. Und wenn jemand fragt, schieb alles auf mich. Du sollst nicht darunter leiden müssen. Du hast dir einfach nur mein Gelaber angehört, okay? Jedenfalls hat Bridges wohl nicht als erster wieder BB-Technologie eingesetzt. Es war eine Separatistengruppe. Laut den Aufzeichnungen Terroristen, die gegen die Expansion der UCA waren. Sie begannen vor etwa 3 Jahren, sie zu benutzen. Etwa zu der Zeit, als Bridges 1 anfing, sich nach Westen zu begeben. Anscheinend hatten diese Separatisten ebenfalls Probleme mit GDs und wollten sie aufspüren, um sie vielleicht auf uns hetzen zu können. Als Bridges das erfuhr, wurde entschieden, Feuer mit Feuer zu bekämpfen und als Abwehrmaßnahme fortan BBs zu benutzen. Vielleicht wurde deines zu genau diesem Zweck in Betrieb genommen, was jemand vielleicht verschleiern wollte, denn die Dienstakte von BB-28 fehlt. Ich fand es immer seltsam, dass wir so bereitwillig Technologie einsetzen, die wir kaum verstehen. Jetzt wissen wir warum. Wir ahmen schon von Anfang an die Methoden und Techniken anderer nach. Aber du solltest noch mehr wissen. Es geht um die ursprünglichen Bridge-Baby-Experimente. Das wenige, das ich finden konnte, deutet darauf hin, dass sie etwa um die Zeit des gestrandeten Todes begannen. Sie wurden auf Manhattan Island an der Ostküste durchgeführt, das vollständig ausgelöscht wurde. Und zwar fast sicher durch einen Leeresturz. Damals hatten diese Experimente die volle Unterstützung und Akzeptanz der amerikanischen Regierung. Es ist nur Spekulation, aber ich vermute, dass das BB-Programm ersonnen wurde, um ein besseres Verständnis vom gestrandeten Tod zu erlangen. Doch aufgrund von Bedenken rund um Ethik und Sicherheit war die Öffentlichkeit strikt gegen das Programm. Trotzdem machten sie weiter. Und ich glaube, als sie versuchten, die größte Katastrophe ihrer Zeit zu verstehen, verursachten sie eine weitere. Ich sollte auch erwähnen, dass der Präsident selbst bei der Explosion starb. Nach seinem Tod, als ihm die damalige Vizepräsidentin Strand nachfolgte, wurden die Experimente per Regierungserlass ausgesetzt. Dokumente wurden geschreddert, Anlagen stillgelegt und alles unternommen, um den Anschein zu erwecken, die BBs hätten nie existiert. Was die Frage aufwirft, wie es kam, dass irgendeine Separatistengruppe die Technologie Jahrzehnte später reaktivieren konnte. Ich sage dir Bescheid, wenn ich auf etwas stoße. Die Einwohner von Mountain Knot City haben ein dringendes Problem, das gelöst werden muss. Aus dem Boden in der Nähe der Stadt steigt eine teerartige Substanz hoch. Die Menge nimmt stetig zu und es wird nicht lange dauern, bis sie sich in die Stadt ergießt. Auch innerhalb der Stadt wurde schon Auswurf gemeldet. Wenn wir nichts unternehmen, könnte die ganze Stadt in naher Zukunft vom Teer verschlungen werden. Haben einen Auftrag aus Mountain Knot City. Genaueres erfährst du am Lieferterminal. Bridges, was glaubst du, was du da machst? Das Netz, das du da aufbaust, transportiert viele schlimme Sachen. Sachen, die keiner in seiner Nähe haben will. Ich dachte, das hättet ihr mittlerweile begriffen. Euer chirales Netzwerk oder die UCA interessieren uns nicht. Diese Stimme. Bist du das, Mama? Hast du dir den Kopf angehauen, Mama? Deine bin ich ganz bestimmt nicht. Ist das klar? Na schön. Genug der Spielchen, Mama. Der Herr hat mich wohl nicht verstanden. Mountain Knot City sagt dir und den UCA, dass ihr abhauen sollt. Wenn ihr weitermacht mit dem, was ihr tut, steuern wir direkt auf den nächsten gestrandeten Tod zu. Wir haben euch nicht hergebeten, um unser Leben zu diktieren. Darüber entscheiden wir selbst. Danke. Du sollst uns nur ab und an was liefern. Mehr nicht. Also sprichst du für die Stadt? Genau. Ich hab hier das Sagen. Mein Name ist Lochner. Warte, ich muss mit dir reden. Du bist eine Technikerin, oder? Hey, geh nach Hause und komm nicht wieder. Hör mir zu, verdammt. Ich brauche deine Hilfe. Aber wir wollen deine nicht, Bridges. Ihr macht alles bloß noch schlimmer. Tut mir leid, dass du dir das antun musstest, Sam. Sie hat dort das Sagen und scheut sich nicht, ein Machtwort zu sprechen.
Wir brauchen Sie und Ihre Leute. Wir haben schon zu viele andere verloren. Ohne Mountain Knot City bleiben das chirale Netzwerk und die UCA für immer unvollständig. Und jetzt? Also, die Sache ist die. Sam, Lockne ist Mamas Zwillingsschwester. Ehemals Bridges 1 ist mit den anderen nach Westen gegangen. Zweite Gruppe, genau wie Mama. Natürlich heißt sie nicht wirklich so, sondern Morlingham. Beide haben Dooms und sind wissenschaftliche Genies. Mamas Fachgebiet ist vor allem die angewandte Physik, Locknes die theoretische. Mama hat die Cupid-Hardware entworfen, Lockne die Software. Sie sagten, sie könnten über jede Entfernung kommunizieren. Angeblich aufgrund einer besonderen Verbindung. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich sage dir eins. Ohne sie gäbe es heute kein chirales Netzwerk. Sie waren sich so nah, dass manche sagten, sie seien wie eine Person in zwei Körpern. Vielleicht konnten sie den Cupid deshalb entwickeln. Aber nach Morlinghams Unfall haben sie sich überworfen. Lockne hat Bridges verlassen und den Kontakt zu uns abgebrochen. Keine Ahnung, was zwischen ihnen war. Aber wenn wir Lockne nicht umstimmen, können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben. Nicht, dass ich wollte, dass du in ihrem Privatleben herumschnüffelst. Andererseits finden wir so vielleicht heraus, wie wir Lockne umstimmen. Was super wäre, denn ohne sie können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben. Falls dir in der Zwischenzeit irgendetwas einfällt, kannst du es gerne probieren. Hey Sam. Danke, dass du da bist. Ich hab da was für dich. Das sind deine neuen Handschellen. Sie fungieren weiterhin als Terminal, aber dienen jetzt auch als Waffe. Nach der letzten Verbindung konnte ich alles von Grund auf neu gestalten. Sie sind jetzt noch Waffen? Genau. Strangschneider. Ich erklär's dir. GDs sind über Nabelschnüre mit der anderen Seite verbunden, richtig? Wenn diese Schnüre die Materie unserer Welt mit der Antimaterie ihrer Welt in Kontakt bringen, boom, leere Sturz. Aber wie Deadman schon annahm, hat dein Blut einzigartige Eigenschaften. Damit kann man GD-Schnüre durchtrennen. Diese Funktion habe ich eingebaut. Durchtrennst du die Schnur eines GDs, kehrt es in die Welt der Toten zurück. Kein GD, kein leerer Sturz. Alle gewinnen. Damit kann man sie losschneiden. Wenn du unbemerkt nah genug an sie herankommst, ja. Strangschneider Superhandschellen. Gut. Probieren wir sie aus. Schneid die Schnur zwischen uns durch. Sie schläft tief und fest. Ich habe ihr viel Milch gegeben. Tu's einfach. Bitte, Sam. Bitte befreie uns. Dies war nie ihre Welt, aber ich wollte sie auch nicht gehen lassen. Obwohl sie bereits verloren ist. Die Wahrheit ist, eigentlich ist sie nicht meine Tochter. Der Angriff und so. War das alles gelogen? Nein. Der Teil stimmt. Meine Eierstücke produzieren keine Eier und Lockne hat Probleme mit der Gebärmutter. Kurz gesagt, wir können beide keine Kinder kriegen. Für mich war das okay. Ich dachte mir, Kinder? Wer braucht die schon? Aber meine Schwester sah das anders. Lockne wollte ein Kind. Jemanden, der ihre Gene in sich hat. Sie verliebte sich in einen Mitarbeiter von Bridges, doch er starb bei einem Unfall.
Sie war natürlich am Boden zerstört. Und ich auch. Damals, bei diesen starken Gefühlen, spürte ich ihre und sie spürte meine. Als ich merkte, dass sie zu ihm wollte, Schluss machen, sagte ich zu ihr, bekommen wir doch ein Baby. Wir befruchteten ein Ei von Lockne mit seinem eingefrorenen Sperma. Und ich trug es aus. In mir wuchs ein gesundes Kind. Aber dann kam der Angriff. Und unsere Bindung wurde durchtrennt. Ich wollte es ihr sagen. Aber ich war mit dem Kind verbunden. Ich konnte es nicht aufgeben. Doch ich lag falsch. Lockne muss es wissen. Manche Bindungen muss man für andere aufgeben. Man kann sich nicht an alles binden. Wenn wir die Welt verbinden wollen, muss ich mich erst wieder mit meiner Schwester verbinden. Also bitte, Sam. Tu es. Leb wohl. Okay, Sam. Bring mich nach Hause zu Lockne. Sam. Machst du bitte zu? Ich war lange nicht mehr draußen. Das, ist mir zu viel auf einmal. Bist du sicher? Ich dachte, du kriegst vielleicht Angst nach der Zeit in den Trümmern. Alles gut, solange ich noch etwas sehen kann. Die Wärme des Lichts, die Berührung des Windes, der Geruch der Welt. Du hast's gut. Ihr beide seid noch verbunden. Okay, Sam. Dann mal los. Ich fühle mich wieder komplett. Du und ich, Schwester. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ich und du. Tut mir leid, Lockne. Mollingen, nein. Es tut mir leid.
so furchtbar leid. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Schön, deine Stimme zu hören. Ich hätte dich einweihen sollen. Ich wollte sie retten, konnte aber nicht. Du musst jetzt nichts mehr sagen. Logne, repariere seinen Cupid. Ich konnte unser Kind nicht retten, aber du kannst unsere Welt retten. Du allein. Ich liebe dich. Hörst du? Für immer und ewig. Jetzt lass die Welt eins werden, okay? So wie wir eins sind. Was sie durchgemacht hat. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte unser Band absichtlich gelöst und wäre mit unserem Kind fortgelaufen. Ich habe deinen Cupid repariert. Der Begrenzer müsste jetzt richtig funktionieren. Eine Sache noch. Bevor ich mit der Arbeit begann, habe ich mir den Code genau angesehen. Ich bin mir sicher, jemand hat ihn verändert. Entweder das oder mein Gedächtnis lässt nach. Dein Code wurde umgeschrieben. Umgeschrieben ist vielleicht zu viel gesagt. Sagen wir einfach, es war nicht die letzte Version von mir. Und doch, deshalb wurde ich endlich mit Morlingen wieder vereint. Aber vielleicht wissen wir ja bereits, wer es war. Sie starb unter den Trümmern mit unserem Kind im Bauch. Ihr Kar ging über auf die andere Seite, doch ihr Haar verblieb an unserer toten Tochter. Sie wusste das alles, natürlich. Darum ließ sie eine Handschelle locker, um ihre Vitalfunktionen zu verbergen. Leider konnte sie ihre Lieblingserfindung nicht nutzen. Sie tat all das, um mich und unsere Tochter zu schützen. Schwester? Ich kann dich hören. Wir sind vereint. Wir sind eins. Wie früher im Mutterleib. Erinnerst du dich? Morlingen. Logne.
Dank dir ist Edge Knot City endlich in Reichweite. Und Lochner, deine Arbeit wird helfen, dass das chirale Netzwerk online bleibt. Gemeinsam könnten wir es wirklich nach Westen schaffen. Also Sam, da ist noch etwas, das du wissen musst. Wir haben die Daten deiner angeblichen Begegnung mit den Soldaten untersucht. Da wir nur Ton zur Verfügung hatten, ist unser Bild unvollständig, aber die Sprachen, Namen und Begriffe, die wir hören, und die Munition, die wir bestimmen konnten, alles deutet darauf hin, dass du vor über 100 Jahren auf einem Schlachtfeld gewesen bist. Im Ersten Weltkrieg, um genau zu sein. Es war kein Traum, keine Halluzination. Vielleicht wurdest du in eine andere Dimension befördert oder so. Angesichts der Zeitabweichungen warst du vielleicht an einem Strand. Da sind wir uns nicht sicher. Von einem zum Schlachtfeld gewordenen Strand habe ich allerdings noch nie gehört. Aber Strände werden vom Willen der Menschen geformt, die sie bewohnen. Vielleicht hat Hartman eine rationalere Erklärung parat. Strände sind sein Fachgebiet. Leider reicht das chirale Netzwerk noch nicht bis zu ihm. Egal, ruh dich etwas aus. Noch können wir all die Fragen eh nicht beantworten. Du? Du? Suchst du das? Überraschung! Fragile hat mich hergewarpt. Endlich konnte ich den Strand besuchen. Also, Ihren Strand. Keine Angst, ich bin nicht zum Sightseeing hier. Dein geliebtes BB hat ein ernstes Problem. Ich habe dir doch erklärt, dass die Inkubatoren BBs über das chirale Netzwerk mit ihren Todmüttern im HQ verbinden. Bridge Babies sind wortwörtlich Brücken zwischen dieser Welt und der anderen Seite. Ihr Platz ist weder bei uns noch bei den GDs dort drüben. Ihr Platz ist dazwischen. Und sie gehören weder der einen Welt noch der anderen. Aber BB28 hier zeigt eine immer größer werdende Neigung zur Welt der Lebenden. Zu dir, Sam. Naja, wir sind Partner. Partner? Sam, ein BB ist ein Werkzeug und kein Mensch. Brücke, ja. Baby, nein. Dann sag mir, was das Problem ist. Dieses Werkzeug, diese Waffe, verwandelt sich in ein Lebewesen. Es nimmt zu. Seine Hirnaktivität steigt an. Es sammelt Erinnerungen. BB28 entwickelt ein Bewusstsein. Es wird zu einem richtigen Kind. Das klingt mir nicht nach einem Problem. Es ist ein Werkzeug, Sam. Hergestellt für einen bestimmten Zweck. Einen Zweck, den es ohne Kapsel nicht erfüllen kann. Das Risiko eines Totalausfalls liegt bei 70%, wenn man die Kapsel entfernt. Was praktisch egal ist, weil es an diesem Punkt innerhalb weniger Tage nicht mehr funktioniert. Nicht mehr funktioniert? Ganz genau. Nicht mal die Kapsel wird es retten. Es geht kaputt. Was können wir tun? Wir setzen es zurück. Und deshalb musst du es bei mir lassen. Ich trenne die Verbindung zwischen euch und führe dann eine Operation durch, die es mit der anderen Seite verbindet.
Es ist wie ein kleiner Schubs in die richtige Richtung. Damit es wieder seinen Platz einnimmt zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Aber wie ich sagte, musst du eine Weile ohne es auskommen. Wird das funktionieren? Na klar. Nur eine Sache. Die OP könnte sein Gedächtnis löschen. Löschen? Lou wird mich vergessen. Ganz ruhig. Das BB wird weiterhin gut funktionieren. Du musst mir vertrauen. Na los. Ich sagte doch, es ist kein Problem. Wir drücken Reset und starten neu. Und deshalb hasse ich diese Teile. Sam. Von meiner Reise durch den Strand war ich schon schmutzig. Aber jetzt hat dein Bibi dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Hier drin bespitzelt uns keiner. Wir sind unter uns. Keinerlei Tonaufnahmen. Keine Videos für Lippenleseanalysen. Komm näher. Bei Hartman darf hiervon nichts wissen. Verstanden? Ich habe mir die ersten BB-Experimente näher angeschaut. Offiziell wurden sie von der Regierung ausgesetzt, nachdem ein Leeresturz den damals amtierenden Präsidenten getötet hatte. Die Dokumente wurden vernichtet, die BB-Technologie verboten. Aber offensichtlich gingen die Experimente im Geheimen weiter. Auf direkten Befehl von Präsidentin Strand. Bridget? Die BBs waren unabdingbar, um das Rätsel des gestrandeten Todes zu lösen. Oh, sie hatte Großes mit ihnen vor. Sie sollten nicht bloß GDs entdecken. Sie wollte sie ins chirale Netzwerk einbetten, um Reisen zum Strand zu erleichtern. Aber keiner ihrer Pläne wurde je verwirklicht. Und jetzt ist die BB-Technologie in Terroristenhänden. Was hat der Hartman damit zu tun? Ich habe Angst vor der Antwort. Ich weiß nicht, wie lange er für Strand gearbeitet hat. Ich kenne nicht mal seinen echten Namen oder sein Gesicht. Aber du vielleicht. Weil ihr euch schon länger kennt. Nein, er trug die Maske von Anfang an. Irgendwas mit Gesichtsverbrennungen. Klar. Tut mir leid. Alle Daten von damals haben die allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Soweit ich weiß, kann nur der Direktor auf sie zugreifen. Aber das chirale Netzwerk bietet neue Möglichkeiten, indem wir fragmentierte und frei zugängliche Daten aus dem ganzen Land zusammenführen. So kann ich des Rätsels Lösung vielleicht etwas näher kommen. Sei vorsichtig, Sam. Sie beobachten uns. Also, Sam, du bist ein ganzer Kerl. Kompliment. Ha. Aber so spart man sich wenigstens das Wäschewaschen. Reparier einfach, Bibi, okay? Oh nein, du reparierst es.
Ohne dich würde ich's nie schaffen. Die Einzelheiten erfährst du oben am Lieferterminal, sobald du bereit bist. Edman sagt, dein Bibi funktioniert nicht richtig. Wir müssen deine Hauptmission unterbrechen, bis wir dieses Problem gelöst haben. Es ist unsere einzige Dooms-kompatible Einheit. Und je weiter du nach Westen gehst, desto mehr GDs wirst du begegnen. Übrigens, Amelie hat uns informiert, dass außerhalb von Edgenod City ein Teergürtel liegt. Eine große Region voller GDs, die Higgs beschworen haben soll. Und auch wenn wir wollen, dass du sie schnellstmöglich da rausholst, hast du ohne dein Bibi nicht den Hauch einer Chance. Du musst Deadman unbedingt dabei helfen, es wieder betriebsbereit zu machen. Da er hier ist, könnt ihr zwei das vielleicht persönlich besprechen. Sir, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Und ich hoffe, per Hologramm ist okay. Zuerst musst du ein paar Prepper in der Gegend ans Netz bringen, um die chirale Dichte vor Ort zu erhöhen. Das verstärkt die Verbindung zwischen BB-28 und seiner Todmutter. Dann müssen wir, wie ich schon erklärt habe, die Justierung deines BBs anpassen. Das geht leichter, wenn wir etwas räumlichen Abstand zwischen euch zwei bringen. Wir behalten es hier und schicken dich raus. Läuft alles nach Plan, sollte dein BB bald wieder normal funktionieren. Sam, es ist genau wie das in South Nord City. Die Chiralium-Belastung im Wirbel ist jenseits von Gut und Böse. Langsam aber sicher bewegt er sich zu uns, nach Mountain Knot. Jedenfalls glaube ich das, aber ich sehe es nicht. Nicht mit bloßem Auge. Doch die Daten lügen nicht. Es ist das gleiche zeitliche Phänomen, das dich in ein Kriegsgebiet befördert hat. Habe ich dir das erzählt? Aber du warst doch nicht... Der Cupid-Begrenzer verkraftet die meisten chiralen Spitzen, aber noch eine Superzelle? Noch eine Superzelle? Ich sagte doch, es war dieselbe wie davor. Mama, bist du das? Du hast mich erkannt, Sam. Ist eine Weile her. Aber eigentlich nicht. Malingen, Lockne, wir sind eins. Ein Körper, ein Geist, ein Wesen. Es hat keinen Sinn, einen Unterschied zu machen. Nicht in dieser Welt. Wir sind alle verbunden. Vergiss das nicht.
Sam! Sam! Deadman. Ach, Gott sei Dank erreiche ich dich. Wo bist du? Keine Ahnung. Ich sehe Panzer und Soldaten. Die Uniformen sind über 100 Jahre alt. Aus dem Zweiten Weltkrieg, schätze ich. Hast du den Anführer der Soldaten gesehen? Nein. Ich glaube, von dem hast du uns erzählt. Der geborene Krieger, das Arschloch, das Jagd auf Bibi gemacht hat? Er muss unser Ticket nach Hause sein. Keine Ahnung. Das ist erst mein zweites Mal. Und ohne Bibi wird es schwer ihn zu finden. Zum Glück habe ich dein Bibi bei mir. Es erwartet dich in bester Verfassung. Wo sollen wir uns treffen? Gibt es was Ungewöhnliches oder Einprägsames in deiner Nähe? Warte, bin in der Kanalisation. Durch eine Öffnung kann ich einen eckigen Turm sehen. Direkt über mir. Alles klar. Ich finde das schon und suche einen Zugang zur Kanalisation. Kannst du erstmal dort warten? Gern. Ich bewege mich nicht. Wenn ich zu lange brauche, musst du das vielleicht. Was? Dieses Kriegerarschloch war nicht hinter mir her. Er wollte Bibi. Ah, Scheiße. Genau. Wenn er nach jemandem sucht, dann nach dir. Oh nein. Los, beeil dich, Sam. Reiß dich am Riemen. Ich bin unterwegs. Und schließ das Bibi bloß nicht an. Das würde ihn direkt zu dir führen. Junge, Junge. Nicht, dass du das tun würdest. Du hast sie ja. Hab ich schon, weil ich Todesangst hatte. Trenn die Verbindung. Schnell. Ah, schon erledigt. Er darf Bibi nicht bekommen. Wie? Wenn er mit seinen Soldaten auftaucht, was soll ich dann tun? Mich wehren? Wenn ich zwischen Bibi und mir wählen muss, also... Das wirst du nicht. Ich beende das Gespräch. Sam, ich habe kein leichtes Leben.
Keine Frau, keine Kinder, keine Freunde. Und so suchte ich Trost. Suchte die Gesellschaft der Toten. Und mit der Zeit verleibte ich sie mir ein. Heute sind das 70% von mir. Aber dich zu treffen, hat mir die Augen geöffnet. Du bist was Besonderes, Sam. Hier drüben. Sam. Lou. Das Kleine sollte wieder funktionieren. Lass mich mal. Oh, na schön. Vielleicht ist das ein besonderer Strand. Für im Kampf gefallene Soldaten. Vielleicht sollten wir schnellstens verschwinden. Ja. Ich bin überrascht. Ich dachte, du hättest Baby schon entsorgt. Gutes Werkzeug wegwerfen? Niemals. Und? Fällt dir noch Erinnerungen? Verstehe. Warte hier. Ich muss mich wohl um andere Erinnerungen kümmern. Ich erledige ihn, dann kommen wir beide hier raus. Weißt du, Sam, ich beginne zu verstehen, warum Bibi dir so wichtig ist. Ach? Es ist nur ein Werkzeug. Sein Leben und Tod sollten nicht von Belang sein. Aber trotzdem haben wir eine Bindung aufgebaut, nicht wahr? Es ist mehr als ein Werkzeug. Es heißt Lou. Lou, hä? Schöner Name. Oh. Ich will mein Baby zurück. Baby.
liebes Baby. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte dich niemals da reinstecken dürfen. Lou. Lou? Lou? Wie geht's klein Lou? Keine Reaktion. Na, sieh mal an. Anscheinend mag mich das Kind. Ihr zwei wart bewusstlos. Ich ließ euch herbringen. Du hattest recht. Was du dort auch getan hast, es hat uns in unsere Welt zurückgebracht. Fracht und Ausrüstung sind in deinem privaten Kasten. Ihr habt einen ganzen Tag geschlafen, als wärt ihr tot. Ich bin schon wieder in Capital Knot. Fragiles Strand erweist sich als ziemlich praktisch. Sam, ich muss mich entschuldigen. Lou war der Name für dein eigenes Baby, wenn es überlebt hätte. Ich hätte früher darauf kommen müssen. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin auf Aufzeichnungen von vor 10 Jahren gestoßen. Ein Tod, ein plötzlicher, mitten in einer kleinen Stadt. Eine junge Frau in der Blüte ihres Lebens. Niemand ahnte was, bis es zu spät war. Ein Lehrresturz. Ihr Ehemann, ein Mitglied von Bridges, hatte Dooms. Er wollte, aber er kam nicht rechtzeitig zu ihr. Die ganze Stadt verschwand von der Landkarte. Zurück blieb nur ein riesiger Krater und er. Denn er war ein Wiederkehrer. Die Leute wollten antworten. Hatte der Mann den Leichnam seiner Frau versteckt? Der einzige Überlebende war der einzige Verdächtige. Es war einfach, ihn zu beschuldigen. Und das tat man. Und es dauerte nicht lang, da beschuldigte man auch Bridges. Der Mann fühlte sich verantwortlich, also ging er fort. Und seine verstorbene Frau, ihr Name war Lucy.
Sie war schwanger gewesen, die Ärmste. Und sie hatten auch schon einen Namen für ihren Sohn. Lou. Daraus wurde nichts. Oh, doch. Präsidentin Strand hat's mir erzählt. Sie redete ständig von dir. Er hätte nicht gleich alles zurücklassen müssen, sagte sie. Hältst jetzt mal die Fresse? Ganz ruhig, Sam. Setz dich. Ich habe dir von meinem Körper erzählt, der zu 70% von Kadavern genährt ist. Willst du den wahren Grund erfahren? Denn was du gehört hast, habe ich bloß erfunden. In Wahrheit bin ich Frankensteins Monster. Synthetisch, gezüchtet aus pluripotenten Stammzellen. Und als der Lebensfunke nicht auf all meine Organe übergriff, ersetzten sie die fehlerhaften mit denen der Toten. Ich habe keinen Geburtstag. Ich bin eine seelenlose Fleischpuppe. Kein K, ein Toter. Traditionell geborene Menschen haben Strände. Du hast einen. Bibi auch. Mir fehlen solche Verbindungen. Keine Mutter, kein Jenseits, kein Strand. Verstehst du jetzt, wieso mir das alles so wichtig ist? Wieso ich zu Bridges ging? Das Schlachtfeld, das war ein wirklich schrecklicher Strand. Aber komisch, ich hasste ihn nicht, denn ich wusste, dass du mich holst. Das habe ich noch nie gespürt. Eine Verbindung zu irgendjemandem. Du hättest nicht gleich alles zurücklassen müssen. Damit hatte die Präsidentin wohl recht. Da war nichts, das ich zurückließ. Schließlich war ich dort noch nie willkommen. Komm, sogar ich war willkommen. Ach, das hattest du in der Hand. Eine alte Erkennungsmarke, amerikanisch. War nicht leicht, sie dir abzunehmen. Clifford Unger, wie du siehst. Ich habe unsere Datenbank befragt. Hab ihn gefunden. Er war bei den Special Forces. Kämpfte im Kosovo, Irak, in Afghanistan. Das ist er. Tja, mehr habe ich bis jetzt nicht gefunden. Du bist bestimmt voll mit chiraler Materie vom Schlachtfeld. Zeit für eine Dusche, sag ich. Oh, dieses Mal komme ich nicht mit. Das mit Die Hardman hat sich erledigt. Ich habe dafür gesorgt, dass unsere nicht aufgenommen werden. Sam, hörst du mich? Du ahnst es sicher. Die Zeit stand hier still, während ihr auf diesem Schlachtfeld wart. Falls meine Annahme stimmt, ist die Dimension, in der du warst, eine Art Strand. Zur Erklärung. Unsere Körper, unser Haar, bewohnen alle dieselbe Welt. Aber unsere Seelen, unser K, besitzen eigene Strände. Diese Strände nehmen unseren Köpfen Gestalt an, durch unsere Vorstellung, Religion, Philosophie und so weiter. Demnach kann ein Strand alles sein. Und diese vielen Alles bilden ein Multiversum. Sterben jedoch viele Menschen gleichzeitig, können sich ihre Strände verheddern und ein Strangfeld erzeugen. Dieses Phänomen nimmt in Kriegszeiten durch die allgegenwärtigen Gefühle der Feindseligkeit und Verzweiflung zu. Strände verheddern sich leichter und häufiger. An so einem Strand verschwinden Ausgänge und Erfahrungen werden zu Endlosschleifen. Stell dir einen Plattenspieler vor. Die Nadel hüpft und wiederholt immer wieder denselben Satz. Sie kämpfen einen Kampf ohne Anfang und ohne Ende. Alles dreht sich immer im Kreis. Das Schlachtfeld, auf dem du warst, lag in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg. Was seltsam ist, da der Mann, dem du begegnet bist, Clifford Unger, gar nicht in dieser Schlacht kämpfte.
Ich kann es nicht erklären. Aber wenn du mich mit dem chiralen Netzwerk verbindest, wer weiß, was wir dann entdecken. Die Ex-Granate Typ 0. Bist du noch da, Sam? Wenn ja, habe ich eine Bitte. Geh nach oben zum Lieferterminal, wenn du soweit bist. Kann ich helfen? Ach du Scheiße. John. Bist du das? Was tust du hier? Meine Frau liegt hier. Das vom letzten Jahr soll sich nicht wiederholen. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass du ihr Mann bist. Sam, die Westseite dieser Region bedeckt ein riesiger Teergürtel. Dahinter liegt Edgenon City, die letzte Bastion der Zivilisation da draußen. Diese Stadt ist dein letztes Ziel. Sobald du sie mit dem Cupid an das chirale Netzwerk anbindest, deckt es den ganzen Kontinent ab. Amerikas Wiedergeburt ist so nah. Und vergiss nicht, dass Amelie dort gefangen gehalten wird. Du musst sie sicher nach Hause bringen. Aber ehe du den Teergürtel durchquerst, musst du noch einen weiteren Knoten knüpfen. Hartman wird dich unterstützen. Sam, du müsstest mir ein paar Dinge bringen. Erstens, die Erkennungsmarke dieses Soldaten. Steck sie in eine Tasche, damit du sie nicht verlierst. Zweitens, Mamas Leiche. Ihr Körper zeigt keine Anzeichen von Nekrose und ich würde sehr gerne wissen, warum das so ist. Vielleicht erfahren wir durch genauere Studien etwas, das uns helfen könnte, den gestrandeten Tod zu überwinden. Selbstverständlich. Noch eine Minute. Ich habe nicht viel Zeit. Bereite dich vor, ich erwarte dich. Am Terminal findest du den offiziellen Auftrag. Bereit für den Sprung? Also, das Einzige, was du mitnehmen kannst, bist du selbst. Und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die dir viel bedeuten. Okay, schließ deine Augen. Stell dir das Ziel vor. Halt das Bild fest. Also gut, Sam. Kümmer dich um sie. Und keine Sorge, sie wird nicht nekrotisch. Morlingen ist speziell. Wäre lustig, wenn unsere Haars letztendlich der Schlüssel zur Rettung für uns alle sind.
Tja, da hast du mich aber wirklich kalt erwischt. Schön, dass du da bist, Sam. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken, aber ich bin nun mal, was ich bin. Ah, bitte, leg sie dort ab. Immer noch keine Spur. Weißt du, dass dein Herz stehen bleibt? Das tut es alle 21 Minuten. Ich verbringe 3 Minuten am Strand und komme zurück. 60 Tode und 60 Wiederbelebungen pro Tag. 60 Chancen am Strand, meine verstorbene Familie zu suchen. So lebe ich. Das ist mein Leben. Und während du beeindruckend oft zur Fuge und wieder zurückgereist bist, war ich etwas öfter am Strand. 218.549 Mal. Ich sehe mich selbst in diesem Krater. Meine Frau und mein Kind. Er hat die gleiche Form wie mein Herz. Die Ärzte nannten es myokardiale Kordiformie. Ich bin ein äußerst ungewöhnlicher Fall. Ich habe Bilder. Willst du Hartmans herzförmiges Herz sehen? Wirklich, das solltest du. Es liegt nicht in der Familie. Weißt du, ich habe ihren Verlust nie verkraftet. In den Tagen danach ergriff eine Idee von mir Besitz. Dass der Strand real ist und dass sie dort sind. Ich sorgte für einen Herzstillstand. Immer 3 Minuten lang. Und suchte sie. Tag für Tag für Tag. Nur um dich zu verabschieden? Im Gegenteil. Es heißt, jedermanns Strand sei anders. Und wenn nun auch jedermanns Jenseits anders ist? Der Gedanke jagt mir Angst ein, für alle Ewigkeit allein zu sein. Deshalb habe ich beschlossen, meine Familie zu finden und den Weg mit ihnen zusammen weiterzugehen. Du meinst mit ihnen sterben? Wenn uns der Tod wieder vereint, dann ja. Aber die wiederholten Herzstillstände waren schwer für mein Herz. Der Muskel hat sich verformt. Und nach einer Weile hatte ich dann meinen Spitznamen weg. Der Strandforscher. Hartman. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Oh. Ein Körper, der nicht nekrotisiert. Kein Anzeichen von Verwesung. Es ist, als sei sie noch lebendig. Die perfekte Mumie. Eine makellose Leiche. Was ist los? Wo ist das andere Ding, das du mitbringen solltest? Ah, gefunden. Sieh mal. Warte, Deadman. Sieht aus wie eine Nabelschnur. Sieht mir menschlich aus, glaube ich. Aber das war keine gewöhnliche Verbindung zwischen Fötus und Plazenta. Sie wirkt eher wie eine GD-Nabelschnur. Und die stammt von Mama? Ja. Ein nicht nekrotisierender Körper und eine mit dem Strand verbundene Nabelschnur. Das sind bemerkenswerte Entdeckungen, Sam. Das bringt mein wundes Herz zum Rasen. 5 Minuten bis zum Herzstillstand. Tut mir leid, dass unsere Unterhaltung gleich enden muss. Ich muss zurück an den Strand, meine Frau und mein Kind suchen. Eine Person, ein Strand. Das ist die Regel. Aber ich bin die Ausnahme.
Mein Strand ist mit anderen verbunden. Als wäre das der Vorteil eines koronaren Bypasses. Vielleicht wurde es ja durch mein seltsames Herz möglich. Alles, was ich weiß, ist, dass ich sie finden werde. Selbst wenn jeder Besuch neue Fragen aufwirft, finde ich eines Tages meine Antworten. Eines Tages. 3 Minuten bis zum Herzstillstand. Die Schlachtfelder. Die endlosen Kriege, in denen du gefangen warst. Warum geistern Weltkriegssoldaten 1 Jahrhundert nach ihrem Tod über den Strand? Eigentlich ziehen die Seelen der Toten weiter. Der Strand ist nur ein Korridor, den sie auf ihrem Weg zur anderen Seite passieren. Aber wenn Reue, Verbitterung, ein brennender Wunsch danach zu bleiben, wenn diese Gefühle stark genug sind, können sie zusammen einen ganz anderen Strand hervorbringen. Ein gemeinsames Fegefeuer für eine Armee der Verdammten. Clifford Unger. Sein Leid und sein Hass haben zusammen mit deinem als eine Art Katalysator dienenden BB diese Schlachtfelder in unsere Welt gebracht. 2 Minuten bis zum Herzstillstand. Bitte an einen sicheren Ort begeben. Es ist nur eine Theorie. Glaubst du, Hicks zieht im Hintergrund die Fäden? Kontrolliert sie alle? Nehmen Sie eine stabile Position ein. Ich weiß es nicht. Aber die Hinweise sprechen dafür, dass Hicks sie hergebracht hat. Noch 1 Minute. Bitte halten Sie sich an etwas fest. Oh, bevor ich's vergesse, ich habe eine Bitte an dich. Laborsicherheitsmaßnahmen aktiviert. Könntest du bitte einfach warten, bis ich wieder da bin? Am Strand steht die Zeit still, aber nicht in der Fuge. Keine Sorge. Für dich fühlt sich das nur wie 3 Minuten an. Wir reden gleich weiter. 5, 4, 3, 2, 1. Relation. Abstand halten. Kein Glück. Besuch 218.550. Oh, tut mir leid. Wo waren wir? Ich bin den 21-Minuten-Zyklus gewohnt, aber beim ersten persönlichen Treffen gibt es einfach zu viel zu besprechen für eine Runde. Ist bestimmt kein leichtes Leben. Ja. Und nein. Jetzt, da ich daran gewöhnt bin, ist es nicht mehr allzu lästig. Stuhlgang, Hygiene, Ernährung. Die meisten Grundbedürfnisse des Lebens lassen sich gut in 21 Minuten erledigen. Schlafen gestaltet sich schwierig und Zwischenmenschliches natürlich. Verbal oder sexuell. Nicht, dass das jemanden in meiner Lage groß interessieren würde. Liest du, Sam? Hörst du Musik? Schaust du Filme? Weißt du, ich beschäftige mich. Meine Sammlung umfasst Musik, Fernsehsendungen, einige sehr interessante Kurzfilme und Geschichten. Alles kann in einem 21-Minuten-Fenster konsumiert werden. Alles aus der Zeit vor dem gestrandeten Tod, versteht sich. Aber ehrlich gesagt, sind meine 21 Minuten hier reine Auszeiten. Mehr nicht. Zeit, die ich rumkriegen muss bis zur nächsten Suche. Mein Körper mag hier sein, aber meine Seele weilt am Strand. Ich bin bereits tot. Ich kenne das Gefühl. Meine Familie starb bei einem Unfall. Oh, ich hätte nie gedacht, dass du dich mir öffnest. Zufälligerweise bin ich über deine Situation im Bilde. Auch ich habe meine Familie bei einem Unfall verloren.
Ich lag wegen einer Herz-OP auf der Intensivstation. Weit draußen. In der Stadt. Als klar war, dass ich das überstehen würde, wollten meine Frau und meine Tochter nach Hause, um ein paar Sachen für mich zu holen. Und dann haben die Leerestürze sie erwischt. Die Stadt und das Krankenhaus blieben vom Schlimmsten verschont. Aber die Schockwelle kappte den Strom und meine Lebenserhaltung. Ich erwachte am Strand. Die Opfer der beiden Leerestürze waren dort. Was ist passiert? Was ist los? Ich erblickte meine Frau und meine Tochter unter ihnen. Hey! Ich bin's! Wohin geht ihr? Wartet! Geht nicht ohne mich! Nein! Geht nicht! Bitte! Geht nicht! Der Notgenerator der Station sprang an und der Defibrillator belebte mich wieder. Genau 21 Minuten nach meinem Herzstillstand. Damals sah ich meine Familie zum letzten Mal. Wegen meines verdammten Herzens wurden wir getrennt. Aber irgendwann wird es dafür sorgen, dass ich sie wiedersehe. Es definiert mich. Ich bin Hartman. Seither erkunde ich die Strände anderer. Ich folge den Fußspuren meiner Familie für eine Weile. Und wenn ich müde werde, kehre ich hierhin zurück und forsche weiter. Irgendwie lustig. Selbst wenn mein Herz stillsteht, der Schmerz bleibt. Hast du Familienfotos, Sam? Schade. 5 Minuten bis zum Herzstillstand. Sagst du mir, warum ich hier bin, bevor du an den Strand zurückkehrst? Oh, natürlich. Es gibt eine Prepper-Station in diesem Gebiet. Unsere Forscher dort untersuchen Material aus der Zeit vor dem gestrandeten Tod. Was für ein Material? Die Erde hat ein langes Gedächtnis. Ihre Schichten erzählen eine Geschichte, die bis zum Anfang zurückreicht. Eine, die sogar den gestrandeten Tod überstand. Die Forscher sind alle Kollegen von mir aus der früheren Expedition. Ich möchte, dass du sie ins chirale-Netzwerk bringst. Amelie schlug vor, Forschungsposten zu errichten. An diesem Gürtel. Trotz einer weltweiten Suche ist dies die einzige bekannte Fundstätte von Fossilien aus der späten Kreidezeit. Als die Dinosaurier ausstarben. Wir glauben, dass die letzten von ihnen hier lebten. Und zwar nur hier. Wenn das stimmt, birgt die Erde Erinnerungen an ein großes Massenaussterben. Sie könnten uns helfen, unsere missliche Lage zu überleben. Bestimmt war das Amelies Hoffnung als Teil des Vorausteams, als sie unser Zweiteam hierher sandte. Die Vergangenheit durchdringt die Gegenwart und hilft uns, die Zukunft zu bauen. Das schärfte sie uns genau ein, ehe sie nach Westen ging. 3 Minuten bis zum Herzstillstand. Ach, gib Ruhe. Ich schalte dich auf lautlos. Etwas später bemerkten wir ungewöhnliche Aktivitäten in den Teergürteln bei Edge Knot City.
Große Teermengen begannen hochzusteigen, sich auszubreiten und verschlangen viele meiner Kollegen und einen chiralen Wegposten. Der ganze Vorfall ließ sich nicht erklären. Glaubst du, das war Higgs? Ich weiß es nicht, aber wir brauchten diesen Wegposten. Es war entscheidend für die Erweiterung des chiralen Netzwerks nach Westen. Deshalb bitte ich dich um deine Hilfe beim Bau eines neuen. Er wird nicht groß. Wir haben nur eine Handvoll Ausrüstung zusammenkratzen können. Kein Vergleich zu den Knotenstädten, das ist sicher. Aber Knoten ist Knoten. Sam, integriere die Wissenschaftler mit dem Cupid ins Netzwerk. Geh dann zu Amelie. Danach können wir uns wieder der wichtigen Aufgabe widmen, den Gestrand... Mach dir keine Sorgen um ihn, Sam. Die Luftmatratzen federn den Aufprall ab. Ich öffne die Tür für dich. Danke. Natürlich bin ich davon überzeugt, dass der Teer mit den GDs und dem gestrandeten Tod zu tun hat. Immerhin sind Teer und Zeitregen die bestimmenden Merkmale des Ökosystems nach der Strandung. Solche plötzlichen Umweltveränderungen führen unweigerlich zum Aussterben nicht anpassungsfähiger Organismen. Diejenigen, die sich anpassen, tun dies mittels Enhancern, DNA-Abschnitten, denen erfolgreiche Organismen ihre Vorteile verdanken. Diese genetischen Faktoren sind der Schlüssel zur Evolution. Es gibt allerdings auch Gene mit gegenteiliger Wirkung. Sie benachteiligen Organismen. Extinktionsfaktoren werden sie genannt. Das sind die Samen von Fortschritt und Obsoleszenz. Solche Faktoren könnten in uns allen schlummern, irgendwann über uns entscheiden. Über jedes Geschöpf seit Anbeginn des Lebens. Falls das so ist, könnte der Teer uralte Beweise verbergen. Beweise für diese genetischen Entscheidungen, die uns an unserem jetzigen Scheideweg helfen könnten. Wie auch immer. Dank dir kann ich mir die Zusammensetzung des Teers jetzt genauer ansehen. Wenn ich etwas Interessantes herausfinde, lasse ich es dich wissen. Gut gemacht, Sam. Du hast uns sehr bei der Erforschung des gestrandeten Todes geholfen. Mehr als du denkst. Danke nochmal, dass du mir Mamas Leiche und diesen Ammoniten gebracht hast. Apropos, die Analyse seiner Nabelschnur geht übrigens schnell voran. Ich habe die Daten mit einigen unserer wiederhergestellten Archive verglichen. Wie dem auch sei, kommst du bitte zurück zu meinem Labor? Danke, Sam. Unsere Vergangenheit hat uns wichtige Hinweise geliefert. Keine Sorge, ich bin gerade erst zurück. Wir haben Zeit. Bei deinem Treffen mit Mama kam es bei dir zu einer starken Antigen-Antikörperreaktion, oder? Da war ein GD im Raum. Das stimmt. Aber etwas anderes könnte dafür verantwortlich sein. In Mamas Körper habe ich ebenfalls große Mengen chiraler Materie entdeckt. Nicht bloß die normale, die sich auf der Haut oder den Anzügen ansammelt. Sie ist in allen ihren Zellen. In Zellen, die nicht mehr aktiv sind. Das GD, dem du da begegnet bist, war besonders. Es war ihr Kind, aber auch ihre eigene Seele. Irgendwie haben ihr K und ihr H sich nicht getrennt. Sie müssen über die Nabelschnur verbunden geblieben sein. Das ist die einzige Erklärung. Deshalb hat ihre Berührung bei mir kein Hämatom verursacht? Ja, und das ist noch nicht alles. 10 Sekunden bis zum Herzstillstand. 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe die Lockzeiten geändert. Das HQ wird nichts von dem erfahren, was wir sagen. Hier, eine Nachricht von Deadman. Sie kam mit der Nabelschnur. Sam,
Tut mir leid. Du hättest erfahren müssen, was du da transportierst. Aber ich konnte nicht riskieren, dass Dry Hartman von dem Behälter erfährt. Deshalb durfte er in den Unterlagen nicht auftauchen. Die Sache muss unter uns bleiben. Wir wissen immer noch nicht, ob wir dem Direktor trauen können. Die Nabelschnur stammt von Bridget Strand. Ich habe sie heimlich entfernt. Es war kein Fötus an der Schnur. Sie war außen an ihrem Körper. Ich sollte mich um sie kümmern. Sie sagte, sie sei der Schlüssel zum gestrandeten Tod. Aber dem Direktor sollte ich davon niemals erzählen. Die Schnur zeigt keinerlei Anzeichen von Verwesung oder Nekrose. Fast als stünde die Zeit für sie still. Ich dachte, Hartman würde es vielleicht verstehen. Also ließ ich sie in Mountain Knot City zu deiner Fracht packen. Deadmans Beobachtungen waren zutreffend. Es ist genau wie bei Mamas Leiche. Was meinst du damit? Dass sie etwas Einzigartiges verbindet. Beide haben große Chiraliummengen in ihren Zellen. Anders gesagt, die Nabelschnur der Präsidentin hat eine Verbindung zum Strand. Und so konnte sie sich dem Fluss der Zeit entziehen. Ich arbeite gerade an einer Theorie. Sie ist lückenhaft, aber hör sie dir vielleicht mal an. Viele Aussterben haben das Leben auf der Erde erschüttert. Große und kleine. Darunter die großen 5. Und wenn man sich die Schichten der Erde ansieht, also ihre Geschichte, findet man Chiralium-Ablagerung für jedes dieser Aussterben. Was, wenn das Auftauchen der Strände und anderer begleitender Phänomene mit Aussterbeereignissen zusammenfällt? Du meinst? Ja. Unser gestrandeter Tod könnte nur der jüngste von vielen sein. Die Daten, bei deren Wiederherstellung du geholfen hast, deuten darauf hin, dass wir gerade das 6. Aussterben erleben. Das 6. Aussterben? Ach komm. Du weißt, was das ist, oder? Ein gefrorenes Mammut von vor 10.000 Jahren? Genau. Und das? Der Eismann von vor 5.300 Jahren. Sie hatten die gleichen Nabelschnüre. Blödsinn. Wer weiß, was, wenn Mammut und der Eismann gar nicht eingefroren waren? Willst du damit sagen, die Zeit stand für sie still, so wie für Mama? Leider gingen all diese Exemplare beim gestrandeten Tod verloren. Deshalb können wir die Originale nicht mehr untersuchen. Aber einige Datenfragmente haben überlebt. Über das chirale Netzwerk können wir vielleicht etwas Konkreteres erschaffen mit Evo-Devo-Technologie. Okay, vielleicht so. Ein Dinosaurier von vor 65,5 Millionen Jahren. Die Nabelschnur nicht verwest. Nur Säugetiere haben Nabelschnüre. Nein. Ausschließlich Säugetiere haben Nabelschnüre für die Schwangerschaft. Das ist etwas anderes. Nennen wir es einen Strang von der anderen Seite. Ich halte die Säugetiernabelschnüre für eine Art Mimese des Strangs, die sich dann mit der Zeit entwickelte. Wir sollten nicht annehmen, dass alles an einem gestrandeten Tod dem Leben schadet. Trilobiten, Ammoniten, Dinosaurier, das Mammut, der Eismann. Alle erhalten, als stünde die Zeit für sie still. Alle, ohne Ausnahme, mit Strängen gefunden. Also könnten alle mit dem Strand verbunden gewesen sein. Und das führt mich im Kontext der Extinktionsentitäts- oder EI-Theorie zu der Annahme, dass Organismen mit Strängen Extinktionsentitäten sind. Siehst du, Sam, EEs sind mit dem Strand verbunden über ihre Stränge. Und durch diese Verbindung verursachen sie irgendwie einen gestrandeten Tod. Du willst sagen, dass Bridget eine Extinktionsentität war?
Für gesicherte Aussagen ist es viel zu früh. Und da du ihren Körper verbrannt hast, erfahren wir es wohl nie. Hicks nannte Amelie eine EE. Und im Gegensatz zu uns habe sie keinen Downs. Sam, überleg mal. Angenommen, Präsidentin Strand war eine EE. Könnte dann nicht auch ihre Tochter eine sein? Jetzt, da die Präsidentin fort ist, könnte Hicks zumindest darauf hoffen. Also entführt er sie wegen ihrer EE-Kräfte, um ein Massenaussterben herbeizuführen? Vielleicht. Vielleicht nicht. Ich bezweifle, dass eine einzige EE einen gestrandeten Tod auslösen kann. Falls Amelie eine EE ist. Naja, also Hicks scheint das zu glauben. In der Tat. Und wir müssen sie schnellstmöglich zurückholen. Noch eine Minute. Bitte halten Sie sich an etwas fest. Ah, das hier ist echt. Sam, geh nach Westen. Wie soll ich mit Die Hartman umgehen? Mit der gewohnten Zurückhaltung. Er sollte lieber nicht von unserem Verdacht erfahren. Was hier auch noch vor sich gehen mag. Wir brauchen das chirale Netzwerk. Okay. Laborsicherheitsmaßnahmen aktiviert. 5, 4, 3, 2, 1. Es ist Zeit, Sam. Wenn du bereit bist, begib dich zum Ufer des Teergürtels und beginne mit der Arbeit am chiralen Relais. Bring es mit dem Cupid online, sobald es fertig ist. Das benötigte Material steht für dich bereit. Die Vorräte sind begrenzt, also behandle sie vorsichtig. Du wirst auch viel tragen. Alles in allem könnte das einer deiner bis dato schwierigsten Aufträge werden. Hartman weiß mehr über den Ort als ich, deshalb übernimmt er jetzt. Es ist ohnehin Zeit zum Aufwachen für ihn. Defibrillation. Abstand halten. Genau. Was diesen Wegposten angeht. Eigentlich wollten wir dort den Wegposten errichten, den wir an den Teergürtel verloren haben. Paradoxerweise haben wir es nicht getan, weil uns der Ort zu unsicher und das Risiko nicht wert zu sein schien. Das ist jetzt unsere beste Hoffnung. Hoffen wir also, dass unsere Entscheidung damals falsch war. Glücklicherweise ist das gelegte Fundament immer noch intakt. Du musst nur das benötigte Material hinbringen und die Sache zu Ende bringen. Ich fürchte, dass wir nur so das Netzwerk weiter nach Westen erweitern und Amelie retten können. Wir zählen auf dich, Sam. Gute Arbeit, Sam. Greif auf das Terminal zu und nimm das Relais in Betrieb. Und damit steht unsere Verbindung. Wenn du den Teergürtel durchquerst, ist das Ende in Sicht. Wir sind fast bei Amelie. Bei Amerikas zweiter Chance. Edgenard City wartet. Die Leute, die wir schicken, errichten zuerst eine Schutzhütte. Mit der Zeit erweitern sie ihre Tätigkeiten und bauen eine neue Einrichtung. Damit führen sie das Vermächtnis der tapferen Seelen fort, die der Teer verschluckt hat. Alles dank dir, Sam. Jetzt überlegen wir, wie du den Teergürtel überwindest.
Falling down, London Bridge is falling down, my fair lady. Sei nicht so laut. Du willst das arme Mädchen doch nicht verscheuchen, oder? Sie ist da drin. Ich kann sie riechen. Sicher weiß ich das natürlich nur dank deines großartigen Netzwerks. Du bist ein Segen. Ich danke dir von Herzen. Oh, Sam Bridges. Oh, Vorsicht. Der Inhalt ist zerbrechlich. Wie die Welt und alles in ihr. Ich bilde keine Ausnahme. Ich trage auch nicht als einziger eine Maske. Da gibt es deinen Boss. Diese Frau. Und, oh, vergessen wir dich nicht. Ist okay, ist okay. Ich weiß, es ist nicht leicht, ständig eine Maske zu tragen. Aber jetzt kannst du sie ablegen, oder? Hey. Erinnerst du dich? Nein. Arme kleine Amelie. Sie versteckt sich an einem Strand in der Nähe. Weißt du was? Liefern wir uns doch ein Rennen. Hm? Der Sieger darf das Ende aller Tage einleiten. Nichts reinigt den Geist besser als ein bevorstehendes Aussterben. Das macht die Leute ehrlich. Bald sind Masken überflüssig. Aber ich frage mich, wirst du dem Tod ins Auge blicken? Wirst du blinzeln?
Arbeit, Sam. Du hast es so weit geschafft wie Bridges 1. Weiter westlich waren wir nie. Kaum zu glauben, dass dieses Verteilerzentrum in Betrieb ist. Jedenfalls hast du Edgenorth City fast erreicht. Dein letztes Ziel. Wo dich Amelie erwarten sollte. Lächeln, Sam. Nur noch ein weiterer Ort. Und ein letzter Einsatz für den Cupid. Auch wenn du dafür noch etwas anderes brauchen wirst. Wie dem auch sei, über das landesweite Netzwerk kommt ihr nach Hause. Aber denk dran, dass du Higgs wahrscheinlich Amelies Aufenthalt verrätst, wenn Edgenorth online geht. Du musst vor ihm zu ihr gelangen. Überprüfe in deinem Raum deine Ausrüstung. Wenn du bereit bist, geben wir dir, was du brauchst. Verlass das Verteilerzentrum nicht, ohne den Auftrag anzunehmen. Deine Arbeit wird Sam, bist du da? Amelie. Hörst du mich? Sam, Hier drüben. Amelie. das Netzwerk ist fast vollständig. Nur noch ein Knoten fehlt. Und dann ist Amerika wieder vereint. Habe ich dir je meinen richtigen Namen gesagt? Ich wollte... Es ist Amerigo. Nach Amerigo Vespucci. Dem Mann, der den Kontinent entdeckte. Ich dachte, das war Columbus. Nur, dass Amerigo ein Schwätzer war. Er log. Amerika ist eine Lüge. Amelie. Ich bin am Strand, Sam. Unser Strand. Dort, wo ich geboren bin. Higgs wird mich hier nicht finden. Das kann er nicht. Also keine Sorge. Bring den letzten Cupid nach Edgenorth City. Beende, was wir begonnen haben. Danach treffen wir uns in deinem Raum im Verteilerzentrum. Du musst noch etwas wissen, Sam. Ich habe Dinge vor dir verheimlicht. Eine Maske getragen die meiste Zeit. Alles, was Higgs über mich gesagt hat, ist wahr. Ich könnte alles zerstören. Uns, die Menschheit. Das Aussterben, das ist, was ich bin. Was soll das denn bedeuten? Aber ich will das nicht sein, Sam. Ich will nur, dass du und ich und alle Menschen auf dieser Welt eins sind. Sam. Versprich mir, dass du mich aufhältst. Lass mich nicht alles zerstören. Ich warte auf dich am Strand. Amelie. Amelie! ist es, Sam. Edgenorth City, das letzte Teil des Puzzles.
Um sie ins Netz zu integrieren, reicht ein Qubit allein allerdings nicht aus. Du musst auch einen Netzwerkaktivierungsschlüssel liefern. Aus Angst vor terroristischen Übergriffen haben wir ihn sicher verwahrt. Er liegt in diesem Verteilerzentrum und verstaubt. Bis heute. Hol ihn am Terminal ab und bring ihn nach Edge-Nord City. Glücklicherweise scheinen die automatisierten Systeme im Verteilerzentrum noch zu funktionieren. Nach dem Einsatz des Schlüssels sollte automatisch eine Verbindung zum Hauptnetz hergestellt werden. Ein Wort der Warnung, Sam. Der Aktivierungsschlüssel ist einzigartig. Es ist vollkommen unmöglich, einfach einen neuen zu drucken. Er ist ein Unikat. Unersetzlich. Du darfst ihn unter gar keinen Umständen verlieren und auch nicht kaputt machen. Hast du verstanden? Wenn es je eine Lieferung gab, die ankommen muss, dann diese. Wir zählen alle auf dich. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Gültiger Aktivierungsschlüssel bestätigt. Verbindung mit Knotennetzwerk wird hergestellt. Wir haben es geschafft, Sam. Jetzt umspannt das chirale Netzwerk den ganzen Kontinent. Unsere Nation ist wieder vereint. Wiedergeboren als United Cities of America. Auch wenn Terroristen oder andere uns jetzt angreifen und sogar einen Knoten zerstören können, überlebt das Netzwerk. Alles läuft jetzt über den Strand und der Strand wird uns zusammenhalten. Aber wir dürfen noch nicht ruhen. Einen Job musst du noch erledigen, Sam. Die neue Nation ist noch ohne Führung. Und nur eine Frau ist eine würdige Nachfolgerin Bridget Strands. Eine Frau, die seit ihrer Geburt für dieses Vermächtnis bestimmt ist. Amelie. Sie ist da draußen und braucht deine Hilfe. Bring sie nach Hause, Sam. Und halte nach Higgs Ausschau. Vielleicht hat er sie inzwischen schon aufgespürt. Jetzt, da Edge-Nord City verbunden ist, sollte sie zu deinem privaten Raum unterwegs sein. Also begib dich dorthin und warte. Du bist zu mir gekommen. Ich wusste es. Sam, ich bin's. Amelie.
muss dir etwas sagen. Ich bin die Extinktionsentität. Fünf Massenaussterben, jedes verursacht von einer Extinktionsentität. Und jetzt ist es Zeit für Nummer 6. Ich rede nicht über das Aussterben einiger Dutzend Arten, nein. Das ist das Größte von allen. GD-Antimaterie, die alles Leben in die Leere stürzt. Und es wäre nicht möglich gewesen ohne einen Pfadfinder wie dich, der uns wieder vereinen will. Wie sieht's aus? Komm! Blicke dem Ende ins Auge. Amelie? Sam! Das große Werk ist fast vollendet. Alle Knoten sind verbunden. Bald verschmelze ich sie und alle Strände der Menschheit zu einer einzigen Küste. Und dann beginnt ein einmaliges Aussterben. Es wird alle anderen in den Schatten stellen. Das Letzte. Das ist meine Bestimmung. Was zum Teufel hat er dir angetan? Die letzte Strandung. Der Grund für meine Existenz. Die erste war nicht mehr als ein Auftakt. Mittlerweile hast du es doch sicher begriffen. Dooms, Leute wie wir, sie ist der Quell des Ganzen. Die Albträume, die uns plagen, die Visionen von einer unausweichlichen Zukunft. Klingelt da was? Alles Gute zur Dooms-Apokalypse, Sam. Fick dich!
Sam. Verstehst du es nicht? Du kannst es beschleunigen oder verlangsamen, aber du kannst nicht aufhalten, was wir begonnen haben. Selbst wenn du mich besiegst, du kannst sie nicht retten. Denn das hier ist unumkehrbar. Jetzt komm und hol mich. Siehst du mich so? Zeit für einen Neuanfang. Es kann weitergehen. Amelie! Amelie! Ihr geht's gut. Und das Sterben liegt vorerst auf Eis. Lass sie los! All das für einen Wiederkehrer. Verschwendet. Gut. Wir machen weiter, wenn du dann mal tot bist. Hex! Wir sehen uns am Strand für das große Finale.
Hicks will die Knoten deines Netzwerks mit Amelies Strand verbinden. Also ist klar, wo sie hin sind. Und wie kommen wir dorthin? Nicht über mich. Doch Amelies Verbindung zu dir ist stark. Du warst schon oft an ihrem Strand, oder? Du schaffst den Sprung. Ziehst du das für mich durch? Ich versuche, ihn Leben zu fassen. Versprich's mir. Ich will es sein, die ihn tötet. Gut. Dann helfe ich dir, dorthin zu kommen. Ich kann uns nicht gleichzeitig schicken. Aber ich bin gleich hinter dir. Ich dachte, du könntest nicht zu ihr. Kann ich nicht. Aber ich komme zu dir. Durch die Bänder, die uns verbinden. Der Traumfänger wird dich zu ihr führen. Und dann? Führt die Misanga mich zu dir. Willst du so losziehen? Ja, ich brauche keine Waffe. Und Lou brauche ich auch nicht. Fragile. Was? Hast du irgendwas zu essen? Oh. Hab dich wohl überzeugt, was? Sam, sei vorsichtig. Wenn ich's nicht packe, kümmere dich um Lou, okay? Damit das funktioniert, muss ich dich berühren. Schließ deine Augen. Jetzt denk an Amelie und ihren Strand. Du liebst sie, oder? Du liebst sie. Da ist er. Amelie? Sam? Was machst du hier? Bereit es zu beenden, bevor alles sein Ende findet. Was hast du mit ihr vor? Das, was ich tun muss. Ich beschütze die Extinktionsentität, bis alles ausgelöscht ist. Das 6. Aussterben ist nicht zu stoppen. Egal, was du, ich oder irgendein anderer tut, der Menschheit bleiben nur noch ein paar 100.000 Jahre, höchstens. Warum kommen wir also nicht gleich zur Sache?
akzeptieren unser Schicksal. Wie die Kreaturen vor uns. Wir alle wissen, was kommt. Warum das Unvermeidliche aufschieben? Wir mit Dooms, sie... Wir sind alle aus einem Grund hier. Wir alle sind Teil des gestrandeten Todes. Und dieser Ort, dieser verdammte Strand. Hier gibt es keine Wiederkehr, nein. Einer von uns stirbt, das war's. Er geht auf die andere Seite. Gut, oder? Der glückliche Verlierer darf dieser Endlosschleife ein für alle Mal ein Ende setzen. Also, keine GDs, keine leere Stürze und keine Tricks. Nur ein guter alter Bosskampf. Stock gegen Seil, Gewehr gegen Strang. Ein letztes Ende vor dem Ende. Ein letztes Game Over. Getroffen? Amüsieren wir uns. Du verstehst es einfach nicht, oder? Du kannst das nicht aufhalten. Niemand kann das. Wir haben Doom, Sam. Das Ganze konnte nur auf eine Art enden. Also komm schon! Du Miese. Scheiße, stirben! Scheißdreck!
Bist ja ganz schön angegangen, Mr. Aphosmophobie. Tja, mein Glückwunsch. Du hast das Spiel gewonnen. Aber gar nichts aufgehalten. Also, mach nur. Fragile. Ich habe wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich bin fragile. Aber ich bin nicht so fragil. Dieses Mal bist du derjenige, der zerbricht. Ist das so? Ich denke, du wirst merken, dass unser Band stärker ist. Mehr Kraft, verdammt! Oh, was ist das? Du bist ja schon zerbrochen. Was zum Teufel? Ich bin Hex. Ich bin das Gottesteilchen, das die gesamte Existenz durchdringt. Was bist du? Schätzchen, du bist bloß beschädigte Ware. Du bist die beschädigte Ware. Hier, wie versprochen. Danke. Warum hast du so lange gebraucht? Nimm das als Zeichen. Nimm sie mit. Sag denen mit lebenslänglichem Bodensyndrom, was passiert, wenn man eine Maske aufsetzt. Nein. Behalt du sie. Sie sollten das besser von der Frau selbst hören. Und noch etwas. Dein Kleines. Ich habe es mir als Ausrüstung vorgestellt und hergebracht.
Würdest du? Ich hasse Babysitten. Wohin soll ich dich schicken? Zurück nach Osten? Er braucht deine Hilfe nicht. Er hat das chirale Netzwerk. Und er hat mich. Wir springen zusammen nach Osten. Der Glückliche. Wir wissen zu schätzen, was du für uns getan hast. Echt. Aber wir kommen zurecht. Außerdem braucht man dich bestimmt bei Fragile Express. Ja. Wer könnte die kaputten Teile besser aufspüren und wieder zusammenfügen? Mit weniger als Perfektion wäre ich niemals zufrieden. Fragile? Wir sind quitt. Wir schulden uns nichts. Es gibt nichts mehr zu sagen. Bis dann, Sam. Komm schon. Gehen wir. Wir haben noch zu tun. Glaubst du noch an mich? Auch ohne Higgs bin ich noch eine Zeitbombe. Ich kann alles beenden, einfach so. Aber was ich will, was ich immer wollte, war ein Teil davon zu sein, dass wir alle eins sind. Was? Sag mir die Wahrheit. Geht's hier um dich oder um Bridget? Es geht um unser Land. Unsere Zukunft, das ist die Wahrheit. Es gibt etwas, das du wissen musst, Sam. Als du im Osten warst, habe ich dich von hier aus besucht. Was? Du hast gelogen? Scheiße. Weißt du, was ich anstellen musste, um herzukommen? Du wärst sonst nicht gekommen, Sam. Du hattest kein Interesse an Amerika oder Bridges. Aber eine Sache war dir nicht gleichgültig. Etwas, für das du bereit warst, einen Kontinent zu überqueren. Ein Grund für den Aufbau der UCA. Es war Die Hard Mans Idee. Großartig. Also bin ich Mario und du Prinzessin Peach. Du hast recht. Dieses Land war mir immer scheißegal. Ich habe zu absolut nichts eine Bindung. Nur zu dir. Tut mir leid, Sam. Aber am Ende hat es funktioniert. Ich schätze, das hat sich erledigt. Ich weiß, dass du Fragen hast, aber können wir das verschieben? Auf später? Na klar. Gehen wir nach Hause. Wie stellen wir das an? Springen wir wie Fragile? Nein, wir nutzen den Strand. Wir rennen zusammen. Rennen? Ja. Wie Mario und die Prinzessin am Strand. Warte hier, okay? Aha.
Mountain Bridget Strand. Du hast mich also endlich an den Strand eingeladen. Erinnerst du dich? Es ist dieselbe Waffe. Und jetzt bringe ich mit ihr die Dinge in Ordnung. Du solltest die Welt wieder vereinen und nicht kaputt machen. Also schön. Dann tu es. Es gibt keine Sühne. Nicht für uns. Unmöglich. Ist es wirklich du? Joe. Ja. Ich bin es. John. Weißt du noch? Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Gib mir mein Baby wieder. Du suchst hier am falschen Ort. Baby! Amelie. Oh, Sam, ich bin's.
Tut mir leid, ich wollte dir keinen Schreck einjagen. Wo bin ich? Östlich vom Teergürtel. Dein privater Raum. Du darfst dich bei Amelie bedanken. Wo ist sie? Das wissen wir nicht. Ist sie nicht zurück nach Osten? Nein, sie hat dich versorgt und uns dann über das HQ eine Nachricht hinterlassen. Und was hat sie gesagt? Ich werde beenden, was Bridget begonnen hat. Nur das und dann weg. Bridget. Ich habe Bridget am Strand gesehen. Sam, bitte. Du hast ihre Leiche doch selbst verbrannt. Sie wäre nicht am Strand geblieben. Unmöglich. Nicht einmal am Strand ihrer Tochter. Check die Protokolle. Die hast du doch, oder? Tut mir leid. Wir haben nichts dazu. Unsere einzige Aufzeichnung ist in deinem Kopf. Woran erinnerst du dich noch? Dieser Typ war auch da. Cliff. Er nahm Die Hartman als Geisel. Den Direktor? Den Teil glaubst du mir? Na, das würde erklären, wieso wir so lange nichts mehr von ihm gehört haben. Er war mir immer suspekt. Aber so langsam kristallisiert sich ein völlig anderes Bild heraus. Etwas hat mir nämlich keine Ruhe gelassen. Wir sind von der Annahme ausgegangen, dass Higgs Cliff kontrolliert. Aber das kann unmöglich korrekt sein. Denn Higgs ist aus dem Spiel und Cliff macht immer noch Ärger. Du hältst Cliff für den Drahtzieher? Ja. Wahrscheinlich hält er Amelie und den Direktor am Strand gefangen. Dann muss ich dorthin. Augenblick. Wo ist Fragile? In Sicherheit, hier bei uns. Aber solange du da drüben bist, kann sie dich nicht zum Strand schicken. Was? Du musst das verstehen, Sam. Als du bewusstlos warst, hat sich die Lage drastisch verändert. Wir erklären dir alles. Versprochen. Aber ruh dich erstmal aus. In Ordnung? Scheiß auf Ozone. Ich gehe zu diesem Strand. Und Klein Lou braucht wohl auch keine Pause, richtig? Sam, du hast uns geholfen, das chirale Netzwerk von Küste zu Küste auszubauen. Und dich um Higgs gekümmert, den Erzfeind der UCA. Ohne dich wären wir niemals so weit gekommen. Doch eine letzte Sache bleibt noch. Wir müssen einen neuen Präsidenten vereidigen und eine funktionierende Regierung aufbauen. Erst dann ist Amerika wieder vereint. Spar dir das für jemanden auf, den es interessiert. Mein Teil ist getan. Scheiß auf Amerika. Wir haben jetzt größere Probleme. Verstehe, Sam. Die Regierung ist momentan unsere geringste Sorge. Cliff hat Amelie. Also könnte es schon morgen nichts mehr zu regieren geben. Sofern es ein Morgen gibt. Wieso sind wir da nicht da draußen und unternehmen etwas? Egal, was sie ist, wir holen sie zurück. Du hast recht. Amelie zu retten und das 6. Aussterben abzuwenden ist ein und dasselbe. Aber das wird erst dann möglich sein, wenn du zurück in den Osten kommst. Es steht uns natürlich nicht zu, dir Befehle zu erteilen. Aber glaub mir, es ist wirklich der einzige Weg. Sam, alle sind hier außer dir. Fragile hat uns ins Hauptquartier zurückgebracht. Geht's dir gut? Ging mir nie besser. So viele Menschen in so kurzer Zeit zu transportieren, ist für mich neu. Mama? Nein, Lockner. Ja, ich bin auch hier. Dachte mir, ich könnte helfen. Wir warten alle auf dich, Sam. Auf keinen Fall schleppe ich mich den ganzen Weg zurück. Komm schon, Fragile. Los geht's. Ich kann nicht, Sam. Und das nicht nur, weil ich am Ende bin. Die Strände sind zu gefährlich geworden, um Leute zu transportieren. Es gibt immer häufiger chirale Spitzen. Vielleicht infolge der landesweiten Erweiterung des Netzwerks. Zu viele Strände teilen sich denselben Raum, Verbindungen überschneiden sich und so weiter. Man kann sehen, wie sehr es das Netzwerk selbst belastet. Unter diesen Umständen ist ein Sprung über einen Strand zu gefährlich.
Selbst wenn ich einen Strand erreiche, ist nicht vorherzusehen, wo ich auf der anderen Seite lande. Und ich könnte dort festsitzen. Darum kann ich auch nicht zu dir. Doch wenn ich den Eingang des Strands erreiche, könnte ich dich wohl dorthin bringen. Die Strände sind immerhin noch da. Das kann ich persönlich bezeugen. Also ja, du musst dich den ganzen Weg dorthin zurückschleppen. Aber danach, das verspreche ich, bringe ich dich zu Amelie. Direkt an ihren Strand. Ihr beide habt eine ganz besondere Verbindung. Dein Traumfänger, ihr Kipu. Das sind nicht nur Schmuckstücke. Es sind einmalige, unersetzbare Totems. Verkörperungen eurer gemeinsamen Erinnerungen. 2 Seiten einer Münze. Der Preis für den Eintritt zu ihrem Strand. Traumfänger gehen auf die amerikanischen Ureinwohner zurück. Auf den Ojibwe-Stamm, um genau zu sein. Sie hielten angeblich Albträume fern und veränderten die Träume. Wenn Dooms wirklich Amelies Geschenk an uns ist, ihr Traum von unserer Zukunft, dann ist dein Totem vielleicht ein Aufruf, sie zu verändern. Es ist ein Test für dich, Hoffnung zu finden inmitten der Verzweiflung. Während wir auf dich warten, suche ich am Strand nach Amelie und dem Direktor. Bestimmt ist meine Bindung zu ihnen zu schwach, aber es ist besser, als untätig herumzusitzen. Ich versuche in den Aufzeichnungen etwas über die 3 zu finden. Vielleicht ist ihre Verbindung stärker als gedacht. Wir warten auf dich. Der Heimweg dürfte leichter sein, oder? Komm zurück in den Osten. Den Weg kennst du bereits. Und wenn du hier bist... Oh. Meiner. Jetzt verschwinde von dort und geh nach Osten in Richtung Lake Knot City. Diesmal ist keine Fracht auszuliefern. Vielmehr bist du die Fracht. Das ist die Mission. Ekelhaft. Ein BB-Kandidat? Entweder das oder... Ein Opfer. Ein Fundament. Eine Brücke. Hörst du mich? Ich habe zu Clifford Unger recherchiert und möchte mit dir über ihn reden. Du weißt ja, er war bei den US Special Forces. Und sein Ausscheiden fiel grob mit dem gestrandeten Tod zusammen. Nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst war er irgendwie in die frühen BB-Experimente involviert. Er starb jedoch, bevor sie endeten. Auch wenn die Umstände seines Todes nicht ganz klar sind, wächst in mir der Verdacht, dass seine Schlachtfelder zum Teil von seinen andauernden emotionalen Bindungen erhalten werden. Wut, Verbitterung, Reue. Ich bin mir ziemlich sicher, es hat mit den BB-Experimenten zu tun. Das scheint angesichts seiner Versuche, Lou zu stehlen, klar zu sein. Cliff scheint von dem Zwang getrieben zu sein, unser BB zurückzuerobern. Als ob ihn das retten würde. Dieser Zwang muss so stark sein, dass er sich nicht nur aus den Tiefen der Hölle befreien, sondern auch einen Teil dieser Hölle mitbringen konnte. Eines ist sicher, er ist kein GD. Anscheinend hat Clifford Unger sein eigenes Kind freiwillig den mit den BB-Experimenten betrauten Forschern überlassen. Allerdings wusste er nichts von ihren wahren Absichten. Es ist nur Spekulation, aber Cliff könnte von ihren Plänen erfahren und versucht haben, das Sorgerecht zurückzubekommen. Und da ihm das nicht gelang, verblieb das BB im Programm. In diesem Fall hätte er allen Grund, einen Groll gegen die Präsidentin zu hegen. Schließlich hat sie all das zugelassen. Es geht um die BB-Experimente, ihren wahren Zweck. Laut offiziellen Unterlagen wurden sie auf Befehl von Präsidentin Strand im Geheimen fortgeführt. Angeblich war es das Hauptziel, GD-Detektoren zu entwickeln und leere Stürze zu verhindern.
Es hieß, die praktische Anwendung neuer Erkenntnisse im Bereich der chiralen Kommunikation und der Strandforschung sei ein schöner Nebeneffekt. Aber dies sollte nur die Wahrheit verschleiern. Sam, in Wahrheit wurden die BBs als Katalysatoren für den Betrieb des chiralen Netzwerks konzipiert. Aus genau diesem Grund sind sie in die Infrastruktur jeder einzelnen Knotenstadt eingebettet, die du ins Netz integriert hast. Wahrscheinlich hat Amelie sie selbst installiert, als sie mit der ersten Expedition nach Westen unterwegs war. Sie setzte den großen Plan ihrer Mutter um und brachte auf dem Altar des Fortschritts ein Opfer nach dem anderen dar. Präsidentin Strand erzählte den Leuten, was sie hören wollten und tat, was sie für notwendig hielt. Alles, um Amerika wieder zu vereinen. Aber langsam frage ich mich, ob sie das nicht ihre Seele gekostet hat. Das chirale Netzwerk ist unser größtes Werk, unsere stolzeste Errungenschaft und unsere schlimmste Sünde. Ich weiß nicht, was ich von all dem halten soll. Wüssten wir mehr über Cliff und den Direktor? Hätten die beiden keine starke persönliche Bindung, wäre es ihm nicht möglich gewesen, zu Amelies Strand zu springen. Also ich habe nachgeforscht und keine gefunden. Das Netzwerk hätte etwas ausspucken müssen, irgendwas, aber da war einfach gar nichts. Sein ganzes Leben vor seiner Laufbahn bei Bridges wurde zensiert. Sein Name, seine Vergangenheit, alles. Wir haben keine Ahnung, wer er war. Das hat mich zu einer neuen Vermutung geführt. Was, wenn die Verbindung nicht zwischen dem Direktor und Amelie, sondern zwischen ihm und Clifford Unger besteht? Und was, wenn diese Verbindung den Sprung des Direktors zu Amelies Strand ermöglicht hat? Wenn die beiden eine gemeinsame Vergangenheit haben, könnte das erklären, warum Cliff auch den Direktor gefangen hält. Aber selbst wenn es so wäre, beantwortet das nicht die größere Frage. Wie zum Teufel sind die beiden an Amelies Strand gelandet? Sam, Hartman hier. Ich wollte noch etwas mit dir besprechen. Ich habe eine begründete Vermutung bezüglich Cliffs Ziel. Irgendwie beginnen unsere einzelnen Strände aufgrund des chiralen Netzwerks zu verschmelzen, wodurch eine einzelne riesige Fuge entsteht. Sollte dieser Prozess andauern, könnte eine Flut aus GDs über unsere Welt hereinbrechen und damit einen gestrandeten Tod von bislang unbekanntem Ausmaß auslösen. Clifford Ungers Schlachtfelder und meinen eigenen Strand scheint dieses Phänomen nicht zu tangieren. Sie sind völlig isoliert. Sie überschneiden sich nicht mit anderen Stränden. Aber was wäre, wenn es noch eine andere Art von Strand gäbe, auf einer höheren Ebene, die diesen Prozess in Gang gesetzt hätte? Und was, wenn ein solcher Strand kein anderer als Amelies wäre? Cliff mag den Direktor zu sich gelockt haben, aber eigentlich wollte er wohl Amelies Strand unter Kontrolle bringen, um seine Macht über alle anderen Strände zu nutzen und die letzte Strandung auszulösen. Das ist die einzige vernünftige Erklärung für Cliffs Handeln. Deshalb musst du ihn aufhalten. Wenn Hartman recht hat, haben wir ein großes Problem. Die letzte Strandung mit dem chiralen Netzwerk und Amelies Strand auslösen? Deshalb war Hicks hinter Amelie her, oder? Wenn Cliff ihn dazu angestiftet hat, ja, es passt alles zusammen. Mit der letzten Strandung kann er sich endlich an einer Welt rächen, die ihm sein Leben und sein Kind gestohlen hat. Du musst ihn aufhalten, Sam. Du musst so schnell wie möglich zu Amelies Strand springen. Hol sie von dort zurück. Das ist unsere einzige Hoffnung. Wenn du es nicht schaffst, sind wir verloren. Als ich erfuhr, dass ich Vater werde, hatte ich große Angst. Davor, was das bedeutet. Ich musste für dich da sein.
Für deine Mutter. Jederzeit. Ich konnte nicht mehr losziehen und mein Leben riskieren. Und euch allein lassen. Ich konnte nicht. Ich lag vollkommen falsch. Vollkommen. Vater zu sein, machte mir keine Angst. Es machte mich tapfer. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Mach nicht denselben Fehler. Sei du selbst. Sei frei. Captain, ich bitte Sie, geben Sie her. Erschieß ihn, John! Erschieß ihn! Das war ein Befehl! Erschieß ihn! Tut mir leid. Baby. Die Hardman. Wo bist du, Baby? Baby. Mein Name ist
Clifford Unger. Die Hardman. Baby. Hol mein Baby. Ich bin ein geborener Kämpfer. Baby, wir kommen hier raus. Versprochen. Gib mir mein Baby zurück. Bist du Clifford Unger? Wer bist du? Bist du der Vater? Man sagt mir, dein Name sei Sam Porter. Aber du heißt Sam Bridges. Meine Brücke zur Zukunft. Sam, du bringst Menschen zusammen. Du bist ihre Brücke zur Zukunft. Komm, Sam. Steh auf.
verschwinde von hier. Ich kann nichts für deine Frau tun. Tut mir leid. Wenn sie mir etwas befiehlt, dann muss ich es tun. Ich muss. Doch ich habe erst unter dir gedient. Und deine Familie verdient das nicht. Nichts davon. Wieso hilfst du mir, wenn die dich erwischen? Weil du mir das Leben gerettet hast, Mann. Und zwar mehr als einmal. Als die Führung uns in die Hölle geschickt hat, warst du derjenige, der uns nach Hause gebracht hat. Sam, geht's dir gut? Deinen Protokollen zufolge wurdest du wohl von einer Superzelle erwischt und bist kurz danach auf der anderen Seite von Ground Zero aufgetaucht. Unweit von Port Knot City. Wie bin ich dann hier gelandet? Dank Victor. Er hat dich bewusstlos am Hafen gefunden und reingebracht. Ich glaube, Cliff könnte Lus Vater sein. Er sagte, gib ihm mein Baby wieder. Unmöglich. Cliff wurde doch... Er gab mir das hier. Vielleicht will er uns damit etwas sagen. Etwas über die Babys vielleicht. Und darüber, wie sie entstehen. Es fühlte sich nicht so an, als wollte er uns wehtun. Eher so, als ob er bloß reden wollte. Aber du sagtest, du hättest gesehen, wie er den Direktor am Strand gefangen hielt. Ja. Es muss irgendeine Art Verbindung zwischen ihnen geben. Ihn und Bridget. Lustig, dass du das sagst. Ich hab da was, das du sehen musst. Bin beim Herumstöbern in den Archiven darauf gestoßen. Eine vom Direktor aufgezeichnete Nachricht mit dem Titel »Falls ich nicht zurückkomme«. Okay. Diese Nachricht ist eine Absicherung. Für den Fall, dass mir etwas zustößt. Nur für Bridges-Mitglieder. Und ich hoffe, dass ein solches sie jetzt ansieht. Ich bekam ein kleines Geschenk von Amelie. Sie sagte, sie bringt mich zum Strand, wenn ich will. Aber ich bräuchte diese Puppe, um dorthin zu finden. Eine Falle. Es muss eine sein. Aber ich habe beschlossen, mitzuspielen. Ihr habt ja auch alle mitgespielt, oder? Diese Maske verbirgt mehr als nur mein Gesicht. Tja, auch Amelie ist ein leeres Blatt. Keine Vergangenheit, keinerlei Beweis für ihre Existenz. Ein Geist. Und wie es mit Geistern so ist, habe ich Amelie nie getroffen. Ihr etwa? Habt ihr sie leibhaftig gesehen? Ihre Hand geschüttelt? Das ursprünglich von uns entsandte Team bestand aus 2 Gruppen. Amelie gehörte zur ersten, Mama und Hartman zur zweiten. Sie hatten keinen direkten Kontakt zu ihr. Ja, Amelies Gruppe wurde in Edge Knot City ausgelöscht. Alle bis auf sie. Alle, die ihre Existenz hätten bezeugen können. Schwachsinn. Sie ist echt. Wir haben uns berührt. Sie und ich, wir... Also ich habe nur mit ihrem Hologramm kommuniziert. Ich habe sie getroffen. Wirklich. Persönlich. Sehr oft, als ich klein war. Ja, aber am Strand. Das hatte die Präsidentin über ihre Tochter zu sagen. Amelie wurde am Strand geboren. Ihr K blieb dort, aber ihr H kam in diese Welt.
Wegen dieser Trennung von Körper und Seele verbrachte sie fast ihre ganze Kindheit im Krankenhaus. Aber trotz ihrer Krankheit gingen ihre Doomswerte durch die Decke. Ihre übernatürliche Gabe blühte auf, als sie älter wurde und ihre Grenzen überwand. Aber als sie 20 war, konnte sie physisch zum Strand reisen und zurück. Und dort verbrachte sie schon bald ihre gesamte Zeit. Also, wenn man mit Amelie in Kontakt treten wollte, ging das nur per Hologramm. Darauf beharrte die Präsidentin. Ich schwor der Präsidentin einen Eid und Amerika. Deshalb war ihr Wort für mich Gesetz. Als sie dann behauptete, Amelie sei ihre Tochter und ihre ideale Nachfolgerin, glaubte ich das. Doch als die Archive zugänglich wurden, musste ich einfach meine Zugriffsrechte ausnutzen. Und so fand ich es heraus. Bridget hatte in ihren 20ern Gebärmutterkrebs. Sie konnte keine Kinder bekommen. Seht ihr? Es passt nicht zusammen, oder? Amelie kann auf keinen Fall Bridgets leibliche Tochter sein. Doch woher kommt sie dann? Wer ist sie? Ist sie überhaupt real? Wie können wir sicher sein, dass Amelie eine Extinktionsentität ist, wenn wir nicht mal wissen, ob Amelie Amelie ist? Die EE-Theorie könnte auch völliger Blödsinn sein. Aber wenn sie es nicht ist, wenn sie der Grund für den gestrandeten Tod ist, dann muss ich ihre Einladung annehmen. Ich habe meine Waffe mit Blutkugeln geladen. Sams Blut. Es verbindet meine Waffe mit ihr, mit mir, mit ihm, mit uns allen. Und daher sollte ich sie zum Strand mitnehmen können. Ich beende, was sie begonnen hat, indem ich sie aufhalte. Ein letztes Geständnis. Ich bin nur ein Mensch. Keine Kräfte. Nichts Besonderes. Ich habe kein Dooms, bin auch kein Wiederkehrer wie Sam. Vom Sterben habe ich keine Ahnung, nie ausprobiert. Ja, ich ging durch die Hölle. Jedes Schlachtfeld war die Hölle. Aber wie schlimm es auch wurde, ich starb nie. Ich bin immer nur vorm Tod weggelaufen. Gut, ich muss los. Sie ruft mich. Bridges, lasst mich nicht hängen. Nachdem er das aufgenommen hatte, sprang der Direktor zum Strand. Oder vielmehr holte Amelie ihn dorthin. Ich sah, wie er Bridget eine Waffe vorhielt. Dann kam Cliff und brachte ihn weg. Ich dachte, er wollte wegen Amelie zum Strand. Ja, sie war auch dort. Sie war es, die mich da rausbrachte. Jetzt wird mir alles klar. Wieso habe ich das nicht eher gesehen? Es war Amelie, die... Was war das? Das chirale Netzwerk ist ausgefallen. Laut Lockner dauert es nicht mehr lange, bis es vollkommen unbrauchbar Dann war die ist. ganze Arbeit also umsonst. Lass mich bitte ausreden, Sam. Ich sage es ihm. Fragile. Du siehst furchtbar aus. Du musst dich ausruhen. Ich weiß. Ich muss dir etwas sagen. Am Strand hatte ich ein kleines Gespräch mit Hicks. Er ließ sich leicht zum Reden bringen. Sagt er, warum er dich verraten hat? Laut ihm war es Teil ihres Plans. Was? Sie war ihre Anführerin. Der leere Sturzterror. Die Sache mit dem Aussterben. Amelie steckte hinter allem. Ganz bestimmt nicht. Ich weiß, dass du das nicht glauben willst. Aber es passt zu dem, was Die Hardman gesagt hat. Hicks hinterging mich, nachdem er Amelie traf. Anfangs wollte er sein Einflussgebiet vergrößern. Dabei half ihm meine Kraft.
Deshalb hat er mit mir zusammengearbeitet. Er war kein Terrorist. Er wollte bloß mehr Leute erreichen. Aber dann taucht sie auf und stellt meine Fähigkeiten weit in den Schatten. Mann, sie konnte sogar GDs kontrollieren. Also entscheidet sich Hicks für sie. Und da machte sie ihn zum Handlanger der Extinktion. Amelie gab Hicks seine Kraft. Erb, sie machte ihn zu ihrem Homo Demens. Was ist mit Bridget? Kannst du mir erklären, warum sie am Strand war? Gibt's dafür auch eine Erklärung? Ich weiß, dass das jetzt hart ist. Aber Hicks sagte selbst, dass Amelie eine Extinktionsentität ist. Ich habe in seine Kapsel geschaut. Und in ihr befand sich kein Baby. Stattdessen war die hier darin. So eine Puppe hatte Die Hardman auch. Das ist ihr Bridge Baby. Dass die Terroristen die BB-Technologie neu aufgelegt hätten und Bridges dem nur gefolgt wäre, das ist Quatsch. Ihre und eure Methoden unterscheiden sich vollkommen. Dein Bibi verbindet dich mit der Welt der Toten. Die Puppe verbindet sie mit Amelie und ihrem Strand. Weißt du, wer noch solche Puppen hatte? Cliff. Er trug sie auf den Schlachtfeldern. Cliff, Hicks, der Direktor. Alle drei wurden von dieser Extinktionsentität angezogen und kontrolliert. Und wer ist diese EE wirklich? Ist es Bridget? Ist es Amelie? Ich weiß nur, dass der Strand uns alles verraten wird. Was sie will und warum. Wenn wir das herauskriegen, können wir die letzte Strandung vielleicht noch abwenden. Du musst sie finden, Sam. Wer auch immer sie sein mag. Sie wartet auf dich am Strand. Du musst zurück nach Osten. Weißt du, was heute für ein Tag ist, Bibi? Heute wäre ein ganz besonderer Tag, wenn deine Mama nicht. Du bist noch nicht geboren. Aber je mehr Katzen, desto besser, oder? Schon bald darfst du hinauskommen in die echte Welt. Versprochen. Und dann können wir richtig feiern. Also, alles Gute. Gott sei Dank hast du es geschafft. Fragile liegt nun schon eine Weile im Koma. Aber mit den Kryptobioten, die du gebracht hast, sollten wir sie wecken können. Und mit etwas Glück braucht es nur ein paar weitere, um sie wieder auf die Beine zu bringen. Gut gemacht, Sam. Sam! Du bist zurück. Das war sicher eine harte Reise. Vor allem ganz allein. Aber jetzt ist das gesamte Team wieder beisammen. Das ganze Team? Die Hardman auch? Es waren zu viele Reisen zu Stränden und zurück in der kurzen Zeit. Chirale Materie hat ihre Zellen kontaminiert
und eine Art Jetlag auf Molekularebene verursacht. Das brachte ihre homöostatischen Mechanismen durcheinander. Keine Sorge, sie ist nicht in Gefahr, aber sie braucht etwas Ruhe. Also wo ist der Direktor? Er wird in einem anderen Raum versorgt. Bridges Personal hat ihn vor der Isolierstation gefunden. Ähnlich wie bei deiner Rückkehr von Cliffs Strand. Selbst nach der Dekontamination brauchte sie mehr und mehr Zeit, um sich zu erholen. Sam, du hast es geschafft. Hungrig? Danke. Anscheinend brauchst du mich doch. Wer hätte das gedacht? Aber die Uhr tickt. Habe ich recht? Sam ist hier. Der große Lieferant. Der einzige, der Amelies Strand erreichen kann. Du bist nicht in der Verfassung dafür. Das ist weder gut für dich, noch für Sam. Bei meiner eigenen Suche nach Amelies Strand habe ich etwas Außergewöhnliches bemerkt. Wenn man Strände mit einem Multiversum vergleicht, existiert ihre wohl auf einer höheren Ebene als unsere. Ich kann die Strände anderer Leute betreten, aber ihrer ist unerreichbar für mich. Er ist unsichtbar, unzugänglich. Selbst für Fragile, fürchte ich. Stellt es euch mal wie einen Blutkreislauf vor, ja? Jeder unserer Strände bildet eine einzelne Kapillare. Aber Amelies Strand ist das Herz, das das Blut zum Rest von uns pumpt. Kapillare sind dem größeren Ganzen untergeordnet. Dieses Ganze wird vom Herzen reguliert, das die Richtung vorgibt. Es regelt den Fluss. Es regelt alles. Kontrolliert alles. Versteht ihr nicht? Sie hat die Kontrolle. Du schaffst es vielleicht, gegen die Flussrichtung zu reisen und sie zu erreichen. Aber wenn du das tust und sie dich dann nicht gehen lassen will, dich bei sich behalten will, kann sie das. Fragile und Die Hardman sind von ihrem Strand entkommen, oder? Ich schätze, das hat sich so ähnlich abgespielt wie bei dir. Ich bin nicht entkommen, weil ich es wollte. Ich wurde gezwungen. Zur Wiederkehr, sozusagen. Von ihr. Gezwungen? Warum? Es ist nur eine Theorie, aber... Sie will dich. Sie will, dass du zu ihr kommst. Das ist ihr letzter Wunsch. Meinst du nicht? Das ist es. Amelie ist die Ehe und das ist ihr Endspiel. Nochmal zur Sicherheit. Wenn ich die letzte Strandung aufhalten und heil zurückkommen will, muss ich zu ihrem Strand reisen und sie umstimmen. Stimmt das so? Genau. So klischeehaft es klingt. Du bist unsere einzige Hoffnung. Aber dass du Erfolg haben wirst, glaube ich kaum. Wenn du sie nicht zur Vernunft bringen kannst, musst du sie töten. Und wenn du sie tötest... Rettest du die Welt, bist aber außerhalb von ihr gestrandet. Für immer.
Dann machen wir es doch offiziell. Bist du bereit, das Paket zuzustellen? Ich rede mit ihr. Vielleicht hört sie zu. Angesichts des Zustands der Welt verzögert es nur das Unvermeidliche. Egal. Wenn wir so Zeit gewinnen, um etwas Besseres zu schaffen, das Leben nochmal anzupacken, zumindest kurz. Tja, da fällt mir genau eine Frau ein, die so eine Chance genutzt hat. Nichts währt ewig, nicht einmal die Welt. Aber wir erhalten sie, solange wir können, oder? Wir flicken die Löcher, tauschen die Teile aus und so weiter. Damit wir sagen können, dass wir es versucht haben, gelebt haben. Ich dachte, du behandelst Sachen nicht gerne vorsichtig. Weil es hart genug für mich war, überhaupt klarzukommen. Damals, als wir uns in der Höhle begegneten, lebte ich einfach von Tag zu Tag. Amerika war mir egal, genau wie die Zukunft. Ich lebte eine Lüge, hatte mich verrannt. Ich war im Arsch. Aber irgendwann begann ich, mich zu verändern. Ich lernte Leute kennen, die mir zeigten, dass vielleicht doch nicht alles schlecht war. Leute, die an die Zukunft glaubten. Und an mich. Die sich nicht geschlagen gaben und auf die Hoffnung warteten. Also muss ich liefern. Um ihretwillen. Auch wenn du vielleicht nicht zurückkommst? Ich bin doch so oder so am Arsch, oder? Kümmere dich um Lou. Mach ich. Östlich von Port Knot City gibt es keine aktive Tropenmutter. Das Kleine hat genug geleistet. Es reicht. Alles klar. Ich werde mein Bestes geben, um es gesund zu pflegen. Okay, konzentrier dich. Such mit mir nach Amelie. Greif nach ihr, Sam. Spür sie. Ich weiß, dass du sie liebst. Du liebst sie. Sam. Da bist du.
London Bridge is falling down. Falling down. Falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. Die letzte Strandung hat bereits begonnen. Amelie? Du kommst zu spät. Warum hast du so lange gebraucht? Deine Stimme. Du weißt immer noch nicht, wer ich bin, oder? Wer bist du? Sam. Ich wusste, du kommst zurück. Sam, hör mir zu. Ich liebe dich, Sam. Ich werde am Strand auf dich warten. Seitdem warte ich auf dich, genau hier. Du solltest mich aufhalten. All das aufhalten. Bridget? Ja. Ich bin Sam. Wo ist Amelie? Wo sie immer war. Nirgendwo. Meine Tochter Samantha America Strand existiert nicht. Amelie existiert nicht. Nicht in deiner Welt. Tut mir leid, Sam. Ich musste so lange eine Maske tragen. Amelie und Bridget sind beide ein Teil von mir. Was soll das bedeuten? Ruhig, dann sag ich's dir. Jetzt ist keine Zeit für Fragen. Hör zu. Hör einfach zu. Verstehst du, Sam? Amelie und Bridget, das sind bloß Namen. Ich bin eine Extinktionsentität. Also, angesichts dieses Wissens hast du zwei Möglichkeiten. Ist erschossen zu werden die eine? Wenn es hier passierte, kämst du nicht zurück. Du würdest direkt ins Jenseits gehen. Aber nein, das ist keine davon. Dich zu töten wäre ein schrecklicher Fehler. Das weiß ich am allerbesten. Die letzte Strandung hat bereits begonnen. Eine Fuge hat sich gebildet. An meinem Strand und den Stränden aller Seelen in Amerika. Und schon bald wird sie von hier aus von einer Flut aus Antimaterie überschwemmt. Blitzartig wird diese Welt verschwinden. Von einer Explosion verschlungen. Einem Urknall.
Das bringt uns zu deiner ersten Möglichkeit. Nichts tun. Bleib hier bei mir und erlebe mit mir das Ende. Ich soll einfach zusehen. Zusammen mit mir, bis die letzte Flamme erlischt. Klingt nicht so schlecht, oder? Es ist ja nicht so, als ob die Welt noch viel Zeit hätte. Dann ist da die zweite Möglichkeit. Indem du das Netzwerk erweitert hast, hast du die Menschen und ihre Strände zusammengeführt und in ein größeres Ganzes integriert. Wie dieses Kipu. Aber dadurch hast du sie auch an meinen Strand gebunden. Den Strand, an dem ich die Tore zur anderen Seite geöffnet habe. Du kannst es nicht aufhalten. Aber wenn du mich und meinen Strand abtrennst, kannst du vielleicht die Ausbreitung verhindern. Vielleicht verhinderst du so die letzte Strandung. Und die Menschheit stirbt ein anderes Mal. Dann muss es hier nicht enden. Aber das tut es. Der Strand ist dem Untergang geweiht. Das sieht man auf einen Blick. Deshalb müssen wir unsere Verbindung kappen. Und das war's? Das Ende des gestrandeten Todes? Manche Dinge sind unausweichlich. Das 6. Aussterben findet statt, ob heute oder morgen. Du kannst entweder in Würde sterben, kurz, schmerzlos, blitzschnell, oder im vollen Bewusstsein dessen, was dich erwartet, vergeblich kämpfen. Das sind die Möglichkeiten. Du hast ihn die ganze Zeit behalten. Vielleicht hast du noch eine Chance, diesen Albtraum zu beenden. Du hast die Welt zusammengeführt. Du hast das Recht zu entscheiden. Zieh am Seil oder schneide die Schlinge ab. Aber was du auch tust, zögere nicht. Ich bin bereit, Sam Strand. Entscheide dich. Warte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, das weißt du. Nach all dem, wie könntest du es nicht? Ich bin für dich da. Immer. So wie du für mich. Hier. Das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Wenn du groß bist, brauchst du ihn, um uns wieder zu vereinen. Und wenn die Zeit reif ist, musst du mich aufhalten. Du bist der Einzige, der das kann. Du musst dich daran erinnern. Sam, ich warte auf dich am Strand. Ich erinnere mich. Du wusstest es. Die ganze Zeit. Irgendwie schon, irgendwie nicht. Ich hatte so viele Träume von der Zukunft. Ich wusste nicht, welchen ich trauen konnte. Deshalb beschloss ich, dich und die anderen an ihnen teilhaben zu lassen. Aber um die Punkte zu verbinden, um alles zu verstehen, braucht man ein Gesamtbild. Man braucht Zeit. Zeit ist für mich bedeutungslos. Ich bin keine Linie.
Ich bin ein einzelner Punkt. Darum konnte ich euch immer nur Möglichkeiten aufzeigen und musste euch entscheiden lassen. Unsere Albträume sind deine Träume? Du hast den roten Faden gefunden, den Strang, der sie verbindet. Und du hast es auf die einzig mögliche Art getan, das Leben Tag für Tag zu leben. Vielen Dank, Sam. Eine Pistole hilft dir hier nicht. Aber sie spielt noch eine Rolle. Die Bande zwischen den Menschen haben die Welt zusammengebracht. Und wenn dir das am wichtigsten ist, dann bleibe ich hier an diesem Strand. Dann sperre ich mich hier ein und den Rest von euch aus. Dich einsperren? Sobald die letzte Strandung begonnen hat, lässt sie sich nicht mehr aufhalten. Ich kann nicht mitkommen. Ich kann bloß versuchen, euch das Schlimmste zu ersparen. Warum musst du am Strand bleiben? Sam, ich bin der Strand. Und ich muss hier bleiben und sicherstellen, dass das Aussterben stattfindet. Selbst wenn es Zehntausende oder Hunderttausende von Jahren dauert. Alleine? So machen wir EEs das. Hätte ich einfach meinen Job erledigt, wäre all das nicht passiert. Aber ich konnte es nicht mehr ertragen. Das Warten hat mich zermürbt. Und ich dachte, niemand wäre mir böse, wenn ich einfach alles beenden würde. Also tat ich es. Klingt schrecklich. Aber ihr habt euch zusammengefunden. Ihr seid verbunden. Und auch wenn euer Ende bevorstehen mag, es gibt immer noch Hoffnung. Vor jedem der großen 5 rebellierte das Leben. Es schlug zurück, entwickelte sich, um zu überleben. Das Aussterben ist nicht bloß ein Ende. Es ist eine Chance. Und wenn ich den Preis dafür zahlen muss, das Opfer sein muss, dann soll es so sein. Selbst wenn wir nicht zusammen sind, sind wir immer verbunden. Leb wohl, Sam. Eine Pistole hilft dir hier nicht. Aber sie spielt noch eine Rolle.
Sei still, dann sag ich's dir. Jetzt ist keine Zeit für Fragen. Als du jung warst, hattest du oft Albträume. Du hast die ganze Zeit geweint. In Wirklichkeit waren das nicht deine Träume, sondern meine. Seit ich mich erinnern kann, träumte ich vom Strand. Nicht nur im Schlaf, auch wenn ich wach war. In meinen Träumen sah ich die Welt untergehen. So viele Male. Zahllose Aussterben, die das Leben auf diesem Planeten dezimierten. Wieder und wieder und wieder. Zuerst verstand ich nicht, was ich da sah oder warum. Und das war nicht das Schlimmste. Ich hatte andere, schlimmere Träume. Träume von Tod und Zerstörung. Von einem nahenden Massensterben. Wie diesem. Und immer war ich es, die das Ende brachte. Die letzte Strandung auslöste. Wie heute geschehen. Die erste Operation. Ich war erst 20. Ich öffnete die Augen und war plötzlich am Strand. Aber als ich zu Bewusstsein kam, lag ich wieder im Krankenhausbett. Ich existierte gleichzeitig in zwei Welten. Bridget, mein Haar, in der da. Amelie, mein K, in dieser. Irgendwie konnten wir beide koexistieren. Bald klaffte ein Altersunterschied zwischen uns. Nur Bridgets Körper alterte, während Amelie am Strand jung blieb. Also dachte ich mir eine Geschichte aus. Ich erzählte, Amelie wäre meine Tochter. Eine Tochter mit gesundheitlichen Problemen und ohne Vater. Sieh her. Amelie. Âme ist französisch für Seele. Eine erfundene Seele. Es gab keine Amelie. Nur mich und den Strand. Anfangs hielt ich es für einen Fluch. Aber später dachte ich mir, vielleicht kann ich es nutzen. Ich versuchte mehr über den Strand herauszufinden. Denn der Strand musste der Schlüssel zur Deutung meiner Zukunftsvisionen sein.
Ich begriff, dass der Strand mit der Welt der Toten verbunden war. Also musste jenseits von ihm das Gedächtnis der Zeit selbst liegen. Mitsamt der Erinnerungen aller Organismen, die je lebten. 4,6 Milliarden Jahre biologischer Geschichte, die vielleicht bis zur Schöpfung des Universums selbst zurückreichte. Das chirale Netzwerk und alles, was folgte, entstand bei meiner Jagd nach diesem Wissen. Indem wir Daten über den Strand leiteten, umgingen wir die Einschränkungen der Zeit. Simulationen, die Jahre gedauert hätten, ließen sich mühelos durchführen. Alles, was die Erde verloren und vergessen hatte, ließ sich wiederherstellen und zurückholen. Doch kurz nach Beginn unserer Forschung erlebte Amerika den ersten Leeresturz. Ich dachte, mir liefe die Zeit davon, dass meine Albträume Wirklichkeit würden. Deshalb wollte ich das chirale Netzwerk schnellstmöglich vollenden. Die Vergangenheit barg alle Antworten. Ich musste sie nur irgendwie zusammensetzen. Ein Netzwerk, das unsere Welt mit dem Strand verband, hielt ich für eine mögliche Lösung. Also begann ich Bridge Babies zu erforschen, an die Welt der Toten gefesselte Kinder. Was lässt eine Extinktionsentität entstehen? Was war der Grund für die vorherigen 5 Massenaussterben? Mit den Antworten auf diese Fragen wollte ich das 6. aufhalten. Ich gründete Bridges, entschlossener denn je, ein chirales Netzwerk aufzubauen, das ganz Amerika abdeckt. Doch je länger ich meinen Krieg gegen das Unvermeidliche führte, desto schwächer wurde ich. Mein Haar hatte Krebs. Vielleicht bestrafte mich der Strand so dafür, dass ich keine brave, kleine IE war. Und dann, von jetzt auf gleich, war mein Haar fort. Ich konnte nicht beenden, was ich begonnen hatte. Also bat ich dich, es für mich zu tun. Und das hast du. Du hast uns geholfen, das Netzwerk zu vollenden und alles zurückzuerlangen, was das Universum von seinem Beginn bis jetzt erlebt hat. Alle Rätsel ließen sich lösen. So wie dieses. Einst gab es eine Explosion. Einen Urknall, der Raum und Zeit gebar. Allerdings war das eher ein Glückstreffer. All die Materie und Antimaterie hätte sich aufheben und nichts hinterlassen sollen. Doch irgendwie überstand es eine winzige Menge Materie. Gerade genug, um diese Welt und alles in ihr zu erschaffen. Eine Welt, die nicht sein soll, ohne Gleichgewicht. Ordnung weicht unvermeidlich dem Chaos. Alles, was lebt, muss zwangsläufig sterben. Als ob das Universum versucht, uns in das Nichts zurückzuschleudern, aus dem wir kommen. Vielleicht waren die großen 5 seine Versuche, uns auszuschalten. Aber irgendwie hat das Leben sie immer überlebt. Gerade so genug. Genug, um dem Willen des Kosmos trotzen zu können. Weißt du, das Aussterben könnte auch der Schlüssel dazu sein, die völlige Vernichtung zu überstehen. Es zwingt das Leben, ums Überleben zu kämpfen, durchzuhalten, zu existieren. Deshalb erneuerten die großen 5 das Leben letztendlich, anstatt es auszulöschen. Und aus der Asche der Toten erheben sich die Lebenden. Stärker und weiser. Die Erben der Überreste der Existenz selbst. Sie trotzen dem Universum und weigern sich aufzugeben. Sie sagen, wir fangen gerade erst an. Das Aussterben ist auch eine Chance.
Ich drückte an jenem Tag zweimal ab. Ich wusste sofort, ich hatte einen Fehler gemacht. Ich fand deinen Strand und suchte dich überall. Sam. Da bist du ja. Willst du nach Hause? Gehen wir nach Hause. Ich wollte dich vom Tod befreien. Ein für alle Mal. Alles gut. Ich kenne den Weg. Doch dadurch habe ich das fundamentale Gleichgewicht zwischen Leben und Tod gestört. Ich wollte dich doch bloß retten. Ich bin eine Extinktionsentität. Es ist mein Schicksal, unsere Art ans Ende zu führen. Aber in dem Moment wurdest du Teil dieses Schicksals. Du wurdest ein Wiederkehrer. Und Dooms übertrug meine Albträume auf andere auf der ganzen Welt. Ich habe dich und alle anderen mit Dooms hier hineingezogen. Kurz darauf kam der gestrandete Tod. Die Toten krallten sich an unsere Welt. Und über meinen Strand kamen GDs, fraßen sie und verursachten weitere leere Stürze. So nahm die Welt beschleunigten Kurs auf ihren Untergang. Es war meine Pflicht, mich zu opfern, zu warten und zuzusehen, wie es vom Strand aus begann. Das oder die letzte Strandung beschleunigen und damit den Tod. Angesichts dieser beiden Optionen wählte ich das schnelle Ende. Um die letzte Strandung auszulösen, brauchte ich dich, einen Teil von mir. Auch hier. Ich könnte das Aussterben bezeugen, vervollständigt durch dich an meiner Seite. Aber jetzt, da du hier bist, gibt es noch eine Option. Du kannst mich abtrennen. Eine EE kann so etwas nicht selbst tun, aber in meinen Albträumen sah ich eine andere Zukunft. Eine, die du gewählt hast. Eine, in der das Aussterben Hoffnung ist gegen die völlige Auslöschung. Hör zu, Sam. Ich habe dich und Cliff wieder zusammengeführt. Ich wollte, dass du etwas verstehst. Du warst nicht allein und du bist nicht allein. Verstehst du es nicht, Sam? Du musst leben.
Sam! Sam? Look, ich habe ihn gefunden. Was? Wo? Ich sehe ihn. Hier lang. Er ist da drüben. Hier drüben, Sam. Das ist Sam. Hier kommt Sam. Sam, ich sehe ihn. Okay, führ mich zu Sam. Gib nicht auf. Du bist noch verbunden. Viel zu lange waren wir einander völlig fremd. Getrennt durch Mauern, gebaut für unsere Sicherheit. Aber jetzt, da das chirale Netzwerk fertig ist, können wir endlich in die Zukunft blicken, als geeintes Volk. Heute feiern wir gemeinsam die Geburt einer neuen Nation. Eine neue Nation für eine neue Welt. Die United Cities of America. Einst schwor ich einen Eid, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu wahren und zu schützen. Und auch wenn diese stolze Republik nicht mehr existiert, sind wir noch da. Und so schwöre ich, als euer Präsident, euch, das Volk, zu unterstützen und zu schützen. Möge es keine Mauern mehr zwischen uns geben und keine Masken, hinter denen wir uns verstecken. Schaffen wir ein neues Amerika. Ein Amerika, in dem wir einander begegnen können. In dem wir unsere Meinung sagen und unsere Herzen öffnen können. Alte Gewohnheiten legt man schwer ab. Aber ich glaube, liebe Landsleute, wir haben die Kraft und den Mut, die Vergangenheit abzulegen und uns der Zukunft zu stellen. Der gestrandete Tod gehört zu dieser Vergangenheit. Ein bleibender Schatten. Eine ständige Erinnerung an das, was hätte passieren können. Dass wir heute hier stehen, zeugt nicht von der Größe eines Einzelnen, sondern von unserer Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Von den Banden zwischen uns. Von unserer gemeinsamen Größe. Alles muss einmal ein Ende finden. Das gilt auch für uns. Doch solange wir jeden Augenblick ehren, uns der Gedanke an die Zukunft mit Freude erfüllt und wir hoffen, anstatt zu verzweifeln, werden wir es schaffen. Präsidentin Bridget Strand und ihre Tochter Samantha America Strand haben alles geopfert für ihre Suche nach Hoffnung, damit wir, das Volk, wieder eins werden können.
Dass Sie heute nicht hier sind, um die Früchte Ihrer Arbeit zu sehen, erfüllt uns alle mit tiefer Trauer. Aber wir finden Trost in der Gewissheit, dass Sie im chiralen Netzwerk weiterleben. Und in unseren Herzen. Wir bleiben Ihnen ewig verbunden. Es gibt noch einen Helden in dieser Geschichte. Einen, dessen Leistungen man leicht übersehen könnte. Amerika braucht diesen Helden weiterhin. Diese Person, ohne die wir nicht hier wären. Der Name spielt keine Rolle. Ihr wisst, wen ich meine. Und für diesen unbesungenen Helden habe ich eine Nachricht. Du hast uns wieder zusammengeführt. Du hast uns wieder vereinigt. Und auch wenn du und ich irgendwann sterben, wird unser Vermächtnis... Wohin des Wegs, Sam? Hat der unbesungene Held genug? Nein, aber das war's für mich. Sie ist fort. Komm schon, warte. Ich muss dir etwas sagen. Ah, das stört dich nicht mehr? Das ist toll. Also, interessiert dich nicht, wie wir dich vom Strand zurückgeholt haben? Wir wollten die Puppe benutzen, hatten aber keine zur Hand. Und da fiel mir etwas anderes ein. Ist das, was ich denke? Ja, was könnte mehr mit Amelies Strand verbunden sein als Präsidentin Strands Nabelschnur? Hartman dachte, deshalb hätte sie mir überhaupt gegeben. Aber leider... funktionierte es nicht. Ja, sie hatte ihren Strand bereits abgeschnitten. Er war einfach weg. Wir wussten nicht, ob sie dich ins große Jenseits geschleift hatte oder an einen anderen Strand. Wir haben uns wirklich den Kopf zerbrochen. Hartman und Mama teilten sich auf und suchten jeden Strand ab, an dem du hättest angespült werden können. Wir suchten einen Monat lang und fanden absolut gar nichts. Einen Monat draußen. Und wie lange da drin? Glaub mir, das willst du nicht wirklich wissen. Aber keine Angst. Es gibt keine Anzeichen für beschleunigtes Altern. Letztlich hat uns der hier zu dir geführt. Und als wir gerade aufgeben wollten, erinnerte uns Die Hartman an den Revolver. Also folgten wir ihm und er führte uns zu einer entlegenen Ecke deines Strandes. Und Volltreffer, da warst du. Mama hat dich als Erste entdeckt. Sie konnte dich von ihrem Aussichtspunkt auf der anderen Seite sehen. Sie informierte Lochner über ihre Verbindung und Hartman bestätigte deinen Aufenthaltsort während seiner nächsten Expedition. Grob gesagt hatten wir den Plan, dass Fragile Lou und mich zu dir bringen sollte, damit wir dich retten können. Aber es ist nicht so leicht, mehrere Individuen für längere Zeit zum Strand einer anderen Person zu transportieren. Und da kam die Nabelschnur ins Spiel. Die haben wir aus Präsidentin Strands DNA gewoben. Sie dienen als ein Knoten, der uns alle verbindet. Die Präsidentin muss all das vorausgeahnt haben. Ironisch, oder? Die Waffe, die dieses ganze Chaos ausgelöst hat, ist am Ende der Schlüssel zu deiner Rettung. Amelie. Sie sagte, sie hatte einen anderen Zweck. Weniger Waffe als Rettungsleine. Eine zum Seil gewordene Knarre. Ich schätze, so könnte man es sagen. Oh, Sam. Du hast keine Ahnung, wie lange ich dich schon umarmen wollte. Ich muss dir noch etwas sagen. Streng geheim. Es geht um Cliff. Der Name von Bibis Mutter war Lisa Bridges. Cliffs Lebensgefährtin. Lisa Bridges? Ah. Also, Cliff wurde von einem Mann getötet, der in den Unterlagen immer nur John genannt wird. Ein ehemaliger Kommandosoldat. Und wohl ein ausgesprochen guter. Später wurde er Berater der Präsidentin, die ihn vor allem die Drecksarbeit erledigen ließ. Den Aufzeichnungen zufolge verschwand er nach Cliffs Tod. Es wurde Haftbefehl erlassen, aber man fand ihn später tot auf.
Doch einige Leute sterben wohl schwerer als andere. Der liebe John tauchte mit Maske und neuer Identität wieder auf. Aber das chirale Netzwerk täuscht man nicht. Wir haben die Daten wiederhergestellt und Mama hat sie in den Archiven versteckt. Du bist der Einzige außer uns mit Zugriffsrechten. Du kannst sie dir ja mal ansehen. Aber ich muss dich warnen. Der Präsident hat jede Menge Dreck am Stecken. Ich traue ihm nicht. Aber ich arbeite mit ihm, wenn nötig. Wir reden später. Sam. Ich erwarte nicht, dass du mir vergibst. Aber würdest du mich anhören? Ich habe Captain Clifford Unger getötet. Ich würde sagen, ich habe es für Amerika getan. Aus Vaterlandsliebe. Aber das stimmt nicht. Ich tat es für sie. Weil ich sie geliebt habe. Von ganzem Herzen. Sie war einfach alles für mich. Wirklich alles. Ich suche hier nicht nach irgendwelchen Entschuldigungen. Aber du sollst wissen, dass nicht ein Tag vergeht, an dem ich nicht daran denke. Die Zeit half nicht. Auch nicht die Maske. Bitte, lass mich ausreden. Der Captain, rettete mein Leben. Weißt du, warum man mich Die Hardman nennt? Weil er mich nicht sterben ließ. Er brachte meinen erbärmlichen Arsch nach Hause, jedes Mal. Und ich liebte ihn. So sehr, wie ich sie liebte. Und als er mich anstarrte, dieser Geist, da wusste ich es. Er wollte mich töten, um abzurechnen. Er hatte jedes Recht dazu. Warum tat er es nicht? Er konnte sein Kleines nicht retten. Sein Baby. Und das brachte ihn zurück. Ich schätzte, als er sah, dass ich versuchte, meine Schuldigkeit zu tun. Für Amerika. Wusste er wieder, wer er war. Und er vergab mir. Gott. Aber ich verdiene es nicht, verdammt. Was ich getan habe, kann man nicht wieder gut machen. Verdammt! Oh Gott! Oh Aber vielleicht kommt das hier dem am nächsten. Vielleicht brachte er mich aus einem Grund.
vom Strand zurück. Ein letztes Mal. Er wollte, dass ich das tue. Dass ich weiterhin Die Hardman bleibe. Nein, wollte er nicht. Niemand will einen Präsidenten, der so tut, als sei er unsterblich. Wenn du keine Angst vor dem Tod hast, wie kannst du das Leben schätzen? Und das Leben ist gerade sehr zerbrechlich. Und ja, alte Gewohnheiten legt man schwer ab. Aber wir müssen sie ablegen, wenn wir gemeinsam ein besseres Amerika schaffen wollen. Eine Pistole hilft dir hier nicht. Ihre Worte, nicht meine. Danke, Sam. Hey, Sam. Ich habe auf dich gewartet. Lou? Tot. Das Ärmste hat nie wirklich gelebt. Zumindest nicht in dieser Welt. Der Ausmusterungsbefehl ist da. Es könnte nekrotisieren. Der Körper kann nicht hierbleiben. Ich dachte, vielleicht willst du das übernehmen. Du könntest Lou mal aus der Kapsel nehmen und sehen, was passiert. Aber das wäre ein direkter Verstoß gegen eine Präsidentenverordnung. Und da wir nun eine richtige Nation sind, gibt es dafür auch Gesetze. Ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen. Aber den Präsidenten kann ich nicht hintergehen. Das kann ich einfach nicht. Ich nicht. Okay. Ich gehe zum Verbrennungsofen. Bevor du gehst, würde ich gerne kurz etwas überprüfen. Ich habe gerade deine Handschellen deaktiviert. In diesem Zustand könntest du sie problemlos abnehmen. Würdest du das tun, wüssten die UCA weder, wo du wärst, noch wie sie dich finden. Du wärst unsichtbar. Benutzt du den Verbrennungsofen, wirst du automatisch wieder ans Netzwerk angeschlossen. Das vergisst du hoffentlich nicht. Klar, natürlich. Danke für alles. Wie ist das Wetter? Ich glaube, du brauchst keinen Regenschirm. Ich trete nun doch in die Fußstapfen meines Vaters. Keine Sorge. Dieses Mal lasse ich mich nicht mit Terroristen ein. Die UCA stehen hinter mir. Wir sind der erste staatlich anerkannte private Lieferdienst. Klingt, als ob es für dich aufwärts geht.
einen Glückwunsch. Danke. Warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ich habe Hicks nicht erschossen. Ich konnte es einfach nicht. Also durfte er wählen. Tod oder ewige Einsamkeit am Strand. Verständlich. Du hast nie gerne Dinge kaputt gemacht. Genau. Ich finde kaputte Dinge und verbinde sie neu. Ich bin fragile. Aber ich bin nicht so fragil. Willst du für mich arbeiten? Ein wie dich könnte ich gebrauchen. Die Welt ist immer noch kaputt. Genauso wie zuvor. Alles ist kaputt. Aber wir sind noch hier. Wir schlagen uns weiter durch. Nicht alle. Ich nicht. Komm schon. Du hast Amerika wieder vereint, nicht wahr? Heißt nicht, dass hier ein Platz für mich ist. Ich bin an nichts und niemanden gebunden. Ich könnte auch tot sein. So fühlte ich mich damals in der Höhle, als wir uns begegnet sind. Und so ist es noch heute. Tu nicht so, als wärst du noch derselbe. Du hast das Berühren gelernt, das Fühlen. Du hast Bindungen aufgebaut. Zu uns. Alles, was ich berühre, verliere ich. Sam! Komm, Lou. Eine letzte Lieferung. Okay. Da wären wir. Bist du noch bei mir, Lou? Das Ärmste hat nie wirklich gelebt. Zumindest nicht in dieser Welt. Danke für alles. Dieses Kind ist besonders. Einzigartig. Ein BB-Kandidat. Entweder das oder... Ein Opfer.
Ein Fundament. Eine Brücke. Sieh mal, ein Astronaut. Die Menschheit kommt überall hin. Sogar ins Weltall. Schon bald bist du da raus. Und wenn alles vorbei ist, bringe ich dich an jeden Ort, an den du willst. Kann ich helfen? Ach du Scheiße. John. Bist du das? Captain. Was tust du denn hier? Meine Frau liegt hier. Letztes Jahr soll sich nicht wiederholen. Der leere Sturz. In Manhattan. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass du ihr Mann bist. So war das nicht vereinbart. Ihr sagtet, ihr würdet alles tun, was in eurer Macht steht, um Bibi zu retten. Das tun wir. Aber wir können deinen Sohn noch nicht entlassen. Glaub mir, wenn ich sage, dass es so am besten ist. Sagt eine Frau mit einer Maske, die mich nur angelogen hat. Ich habe die Pflicht, unser Land zu beschützen. Lügen sind eine bedauerliche Notwendigkeit. Die Präsidentin hat mir Zugriffsrechte der höchsten Stufe gewährt. Deshalb konnte ich das Sicherheitssystem manipulieren. Wir haben 5 Minuten, ehe es neu startet. 5 Minuten, um zu reden. Vertraulich. Schnapp dir Bibi und verschwinde von hier. Ich kann absolut nichts für deine Frau tun. Es tut mir leid. Du warst mein befehlshabender Offizier, aber ich habe der Präsidentin einen Eid geschworen, sie und das Land um jeden Preis zu beschützen. Deshalb muss ich allen ihren Befehlen Folge leisten. Ich muss. Doch ich habe erst unter dir gedient. Und deine Familie verdient das nicht. Nichts davon. Wieso hilfst du mir? Wenn die dich erwischen? Weil du mir das Leben gerettet hast, Mann. Immer wieder. Als die Führung uns in die Hölle geschickt hat, warst du derjenige, der uns nach Hause gebracht hat. Damals hielt ich mich für unbesiegbar. Ich dachte, ich wäre eine Art Actionheld. Aber ich bin nicht der Held. Du bist es. Nur deinetwegen bin ich noch am Leben. Und es ist höchste Zeit, die Schuld zu begleichen. Sie verlegen deinen Sohn morgen in eine neue Einrichtung. Du wirst ihn nie wiedersehen. Er wird das Fundament eines neuen Kommunikationsnetzes. Ein Opfer für eine Nation, die nicht mehr existiert. Ich habe dir alles Wichtige aufgeschrieben. Es durfte nicht im System auftauchen. Lies es
und verbrenn es. Alles andere liegt bei dir. Ich glaube, die gehört dir. Von hier aus kann ich die Lebenserhaltung deiner Frau nicht abschalten. Das System verhindert das. Also ist das die einzige Option. Beim Eintritt des Todes geht ein Alarm los. Ich spiele dem System falsche Lebenszeichen zu. Aber du hast nicht viel Zeit. 5 Minuten höchstens. Zögere auf keinen Fall. Du hast nur diese eine Chance. Es tut mir leid, Lisa. Keine Sorge. Ich passe auf ihn auf. Ich verspreche es dir. Versprochen. Tut mir leid. Baby. Baby. Baby, hörst du mich? Hörst du mich? Hier ist Papa. Ich habe deine Handschellen deaktiviert. Jetzt würde dich nichts daran hindern, sie abzunehmen. Die UCA würden nicht wissen, wo du bist oder wie sie dich finden. Du wärst unsichtbar. Benutzt du den Verbrennungsofen,
wirst du automatisch wieder ans Netzwerk angeschlossen. Du könntest Lou aus der Kapsel nehmen, um zu sehen, was passiert. Aber das wäre ein direkter Verstoß gegen eine Präsidentenverfügung. Ein Zweck, den es außerhalb der Kapsel nicht erfüllen kann. Das Risiko eines Totalausfalls liegt bei 70%, wenn man die Kapsel entfernt. Fallen lassen! Zurück! Zurück! Hol ihn dir! Sofort aufhören! Ich regle das. Oh Gott. Es tut mir leid, Captain. Nicht! Verstanden? Ihr auch! Bleibt dort! Und nicht schießen! Danke für deinen Einsatz, John. Halt! Treten Sie zur Seite, Sir, sonst müssen wir das Feuer eröffnen. Das ist eine Sackgasse. Er sitzt in der Falle. Das Sicherheitspersonal übernimmt.
Spurwerkzeug. Es tut mir leid, Lisa. Ich hab's vergeigt. Ich hab alles vermasselt. Keiner betritt diesen Raum. Keiner geht rein. Mr. Green, Sir. Ich habe ihn gesehen. Du irrst dich. Seht da hinten nach. Los. Ja, Sir. Nein, Tür öffnen. Er ist da drin. Los, du Schwachkopf. Bibi. Keine Angst. Ist okay. Ich werde immer bei dir sein. Schlafe ein sacht, bald kommt die Nacht. Vater hält Wacht, bis der Tag wieder lacht. Ich halt dich fest, baue dir ein Nest, halt meine Liebe fest, bis zum Morgen. Als ich erfahren habe, dass ich Vater werde, hatte ich große Angst. Davor, was das bedeutet. Ich musste für dich da sein, für deine Mutter. Jederzeit. Ich konnte nicht mehr losziehen und mein Leben riskieren. Und euch alleine lassen. Ich konnte nicht. Weg von ihm! Sofort! Ich lag vollkommen falsch. Vollkommen. Vater zu sein, machte mir keine Angst. Es machte mich tapfer. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Captain. Meine Güte. Mach nicht denselben Fehler. Sei du selbst. Sei frei. Oh mein Gott. Captain. Ich bitte dich. Einfach hergeben. Erschieß ihn, John. Lass es los. Bitte. Erschieß ihn. Das war ein Befehl. Erschieß ihn. Man sagte mir, dein Name sei Sam Porter.
Aber du heißt Sam Bridges. Mein Sohn. Meine Brücke zur Zukunft. Ohne dich wäre ich nur irgendein Cliff. In der Sackgasse. Keinerlei Zukunft. Nichts als ein Hindernis, das die Welt nur beobachtet, die Leute wie du zu bauen versuchten. Menschen zu trennen war das Einzige, worin ich je gut war. Aber du nicht, Sam. Du bringst Menschen zusammen. Du bist ihre Brücke zur Zukunft. Und meine. Komm schon, Sam. Steh auf. Oh Gott. Nicht auch Bibi. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein. Sam. Da bist du ja.
Willst du nach Hause? Gehen wir nach Hause. Alles gut. Ich kenne den Weg. Willkommen zurück. Du verstehst, dass seine Tage als Bibi vorbei sind. Er hat keine Verbindung mehr zur anderen Seite. Ich habe die Nabelschnur durchtrennt. Also ja. Ein unsterblicher Wiederkehrer in der Welt der Lebenden. Mustern wir ihn aus? So könnte man es auch nennen. Nimm ihn aus der Kapsel. Er ist jetzt mein Sohn. Komm schon. Wach auf. Komm schon, wach auf. Komm schon. Komm schon, komm schon. Los, Baby. Los, Baby. Komm schon, wach auf. Wach auf! Komm schon, wach auf! Hallo?